Das erste Bewusstsein war die Kühle des Leinens gegen ihre Wange. Eleanor Hastings erwachte nicht mit einem Ruck, sondern tauchte langsam auf wie ein Gegenstand, der aus tiefem Wasser an die Oberfläche treibt. Das graue Londoner Licht, das durch die schweren Brockenvorhänge sickerte, malte unscharfe Reckdecke auf den persischen Teppich. Sie lag ganz still, eingewickelt in die Stille des großen Hauses in Grosvenor Square, und spürte das vertraute Gewicht der Einsamkeit. Noch bevor sie vollständig wach war, es war kein scharfer Schmerz, sondern eine konstante Präsenz, ein stiller Begleiter, der sich in den leeren Raum neben ihr im breiten Himmelbett legte, mit einer Bewegung, die durch jahrelange Übung zur Routine geworden war, streckte sie eine Hand aus und griff nach dem Seitenzug der Klingel neben dem Bett. Ihr Arm fühlte sich schwer an in der morgenkalten Luft. Das leise Scheppern des Glöckchens im Flur darunter war das einzige Geräusch, das die Stille zerrach. Dann wartete sie. Sie betrachtete das kunstvolle Stockwerk. An der Decke folgte den verschlungenen Mustern aus Blattwerk und mythologischen Figuren, die sie alle auswendig kannte. Die Langeweile war bereits da, ein feiner Schleier, der über den beginnenden Tag gelegt wurde. Bald klopfte dies leise an die. Sophie, Mary, trat mit gesenktem Blick ein. Sie trug den schweren Korb mit dem Waschzeug. Das Ritual begann. Das kalte Wasser aus der Karaffe, das über ihre Handgelenke gegossen wurde, war eine scharfe, belebende Erinnerung an ihren Körper. Mary half ihr aus dem Nachthemd und in das schwere Morgenkleid aus dunkelgrauer Wolle, das bereits auf dem Stuhl bereit lag. Dann kam das Korsett. Eleanor mumseste das Bettpfosten, spürte das kalte Holz unter ihren Handflächen, während Mary hinter ihr die Schnüre aufnahm. Zuerst ein lockeres Ziehen, dann systematisch Zug um Zug, der Druck auf ihren Rippen verstärkte sich, ein gleichmäßiger, einschränkender Halt, der ihren Atem in flache, kontrollierte Züge zwang. Es war kein Unbehagen, sondern eine bekannte Empfindung, eine architektonische Form, die ihrem Tag Struktur gab, sowie die Wände des Hauses ihrem Leben. Vor dem Toilettentisch sitzend beobachtete sie im Spiegel, wie Mary ihr langes, dunkle Haar strählte und mit geschickten, schnellen Bewegungen zu einem strengen Noten am Nacken wand. Ihr eigenes Gesicht blickte sie an, blass mit den Spuren von 27 Jahren und ab 10 Monaten der Trauer. Die Augen, die ihr entgegenblickten, war ruhig, aber hinter dieser Ruhe lag eine weiter abgeschirmte Leere. Mary steckte die letzten Haarnadeln fest. Ein leises Kratzen, das in der Stille übertrieben laut klang. Die Prozedur war abgeschlossen. Eleanor war angezogen, frisiert, für die Welt hergerichtet, eine junge Witwe von angemessenem Vermögen und untadeligem Ruf, bereit, einen weiteren Tag zu bestehen. Der Gedanke an den Tag breitete sich vor ihr aus, flash und vorhersehbar wie der Teppich im Salon. Ein Besuch bei Madame Leclerc, der Modistin in der Bond Street, war geplant. Ein neues Band für ein altes Kleid, vielleicht die Bestellung eines Sommerhuts. Vorwände für einen Ausgang, mehr nicht.
Der Nachmittag würde dem Sortieren der gestrigen Visitenkarten gewidmet sein, dem Lesen der Zeitungen. Der Abend versprach ein einsames Mahl im Speisezimmer, begleitet vom leisen Ticken der Uhr in der Diele. Diese Rituale des Alleinseins waren zu einem tröstlichen Gefängnis geworden. Sie gaben der grenzenlosen Zeit eine Form, unterteilten sie in handhabbare Abschnitte, wie die Perlen eines Rosenkranzes. Sie stand auf und ging zum Fenster, schob den Vorhang mit einer Fingerkuppe beiseite. Der Platz unter ihr war bereits belebt. Eine Milchfrau mit ihrem Karren, ein Dienstbote, der Stiefel putzte, eine vornehme Kutsche, die langsam vorbeirümpelte. All dieses Leben schien hinter einer Glaswand zu stattfinden, lautlos und irrelevant. Sie ließ den Vorhang fallen. Die Stille im Zimmer wurde eine aktive Sache, ein summender Ton in ihren Ohren. Sie atmete spürte das enge Korsett, das sich ausdehnte und dann wieder zusammenzog. Dieser Morgen war nicht anders als der vorherige und er würde sich nicht von dem morgigen unterscheiden. In dieser perfekten, erstickenden Monotonie lag eine seltsame Sicherheit, hier in der Routine des Erwachens und des Ankleidens, in der kühlen Berührung des Leinens und dem festen Zug der Schnüre, war sie vor der verwirrenden Weite der Welt da draußen geschützt. Die Langeweile war ihr Mantel, und sie zog ihn enger um sich. Der Salon roch nach Polymittel und verwelkenden Blumen. Ein scharfer, sährlicher Duft von Zitronenöl, der vom Mobiliar aufstieg, vermischte sich mit dem süßen, traurigen Haut der Hortensien in der Porzellanvase auf den Kaminsims. Ihre Blätter waren breit an den Rändern braun und kräuselten sich wie verbranntes Papier. Eleanor saß an dem kleinen, mit Sèvres Porzellan eingelegten Tischchen, das speziell für diesen Zweck nahe dem Fenster platziert war. Vor ihr lag der Silbernteller, auf dem James, der Butler, am Morgen den Stapel der gestrigen Visitenkarten abgelegt hatte, ein kleiner Hügel aus Karton, der die gesamte soziale Geographie ihres Nachmittags kartografierte. Sie nahm die erste Karte zwischen Daumen und Zeigefinger, ein steifes, glattes Rechteck aus hochwertigem Button. Lady Arabella Finch. Die Schrift war ein Meisterwerk der Grave, geschwungen und selbstsicher. Die linke Oberecke war sorgfältig, fast liebevoll, nach hinten umgebogen. Eine gebogene Ecke bedeutete einen persönlichen Besuch. Die Dame war tatsächlich an der Tür erschienen, hatte nach ihrem Befinden gefragt und ihre Aufwartung gemacht. Eine gerade, unberührte Ecke signalisierte hingegen nur, dass der Diener die Karte abgegeben hatte. Eine Pflichtübung, keine echte Gäste. Eleanor legte Lady Arabellas Karte auf den wachsenden Stapel zu ihrer Rechten, der für diejenigen bestimmt war, die sie ihrerseits besuchen oder zumindest ernsthaft erwägen würde, zu besuchen. Die nächste Karte war dicker, mit vergoldeten Rändern. Mrs. Throckmorton, keinem Gebogene-Ecke. Aber auf der Rückseite, in einer engen, krackeligen Handschrift, stand Hoffe, sie sind von ihrer Migräne erholt, sende das Rezept für die Tinktur mit Kamille. Eine persönliche Rezept für die Tinktur mit Kamille. Eine persönliche Notiz.
Das war eine komplexere Hieroglyph. Sie konnte echte Anteilnahme bedeuten, aber ebenso gut eine geschickte Erinnerung an einen früheren Gefallen oder die subtile Forderung nach einer Gegeneinladung. Eleanor studierte Deitinti. Sie war ein wenig verläuft, was darauf hindeutete, dass Mrs. Throckmorton die Nachricht in der holprigen Kutsche hingekritzelt hätte. Ein Zeichen von Spontaneität, vielleicht sogar von Aufrichtigkeit. Sie legte die Karte auf einen separaten, mittleren Stapel, der weitere Überlegungen erforderte. Ihre Finger suchten fast von selbst nach einer bestimmten Karte, und sie fand sie etwa in der Mitte des Haufens. Ein einfacheres Papier, matt und ohne Verzierung. Mrs. Charlotte Lowell, die Schrift war klar und zurückhaltend. Und dort, an der rechten unteren Ecke, war sie. Die kaum sichtbare Falz. Keine offizielle, absichtliche Umbiegung, sondern eine leichte, fast zufällig wirkende Nickung, als ob die Karte unsanft in eine Tasche gesteckt oder zwischen den Fingern gedreht worden wäre. Eleanor kannte diese Falz. Sie erschien auf jeder von Charlottes Karten. Sie war wie ein privates Siegel, ein winziges Zeichen der Unvollkommenheit in der perfekt inszenierten Welt der Visitenkarten, während andere Damen ihre Kecken mit Absicht und Bedeutung bügen, trug Charlottes Karte diese kleine, ungewollte Erinnerung an den physischen Akt des Überbringens. Eleanor ließ ihren Finger über die winzige Erhebung gleiten. Sie dachte an Charlotte, die Frau des Marineoffiziers Captain Arthur Lowell, der derzeit irgendwo im Ärmelkanal Dienst tat. Charlotte, deren Lächeln nie ganz ihre Augen erreichte, deren Haltung eine ähnliche stille Geduld verriet wie ihre eigene. Der Salon um sie herum schien in der trüben Mittagssonne zu atmen. Das Licht fiel schräg durch die hohen Fenster und beleuchtete tanzende Staubteilchen über dem türkischen Teppich. Die Möbel, die schweren Mahagonisessel, das Sofa mit den samtenen Bezügen in abgeninteltem Blau, standen in stammer, ordentlicher Reihe. Alles war perfekt platziert, gereinigt, polstriert. Diese Rollmoor eine Bühne für Besucher, die selten stattfanden, ein Schauplatz für Gespräche, die nichts sagten. Der Geruch der welkenden Hortensien wurde stärker, eine süßliche Not des Verfalls, die sich durch den scharfen Glanz des Zitronenöls fraß. Sie arbeitete weiter, sortierte, beurteilte. Eine Karte von einer jungen Debütantin mit einer steil umgebenen Ecke, zu eifrig, ein wenig verzweifelt. Die würde sie ignorieren. Eine Karte von einer älteren Gräfin, ohne jegliche Markierung. Eine kalte, pflichtschuldige Geste, die keine Antwort erforderte. Der Stapel zu ihrer Rechnung wuchs nur langsam. Jede Auswahl war eine kleine Grausamkeit, ein stilles Urteil, das in der Stille des Salons gefällt wurde. Sie selbst war Objekt ebenso vieler Urteile. Sie wusste, dass in anderen Salons, an anderen kleinen Tischen, ihre eigenen zurückgelassenen Karten jetzt untersucht wurden. Ihre Karte war schlecht schwarz umrandet als Zeichen der Trauer, mit ihrem Namen in schlichter Schrift. Mrs. Eleanor Hastings, welche Ecken hatten ihre Diener gebogen,
Welche Botschaften hatten sie, unbewusst durch ihre Pünktlichkeit oder Nachlässigkeit übermittelt? Die Prozedere des Klassens ihrer eigenen Karten bei anderen war eine ebenso sinnlose, langsame Choreografie. Sie würde in der Kutsche sitzen, angezogen in ihrem Besuchsanzug, während James von Haus zu Haus fuhr. An jeder Adresse würde aussteigen, die glänzende silberne Visitenkartendose unter dem Arm, an die Tür klopfen und eine ihrer Karten dem Butler überreichen. Sie selbst würde regungslos im schattigen Inneren der Kutsche verharren, unsichtbar ein Geist, der seine Spur durch die Stadt zog. Manchmal, wenn sie eine besondere Nachricht hinterlassen wollte, eine Einladung, eine Kondolenz, würde sie die Ecke selbst umbiegen, ein winziger Akt von Agency in einem Prozess, der ansonsten völlig delegiert war. Es fühlte sich an, als würde man Briefe in Flaschen stecken und sie in einen trägen sozialen Ozean werfen, ohne Gewissheit, ob sie je ein Ufer erreichten. Ihr Blick fiel wieder auf Charlottes Karte. Die kleine Falz schien im Licht zu glimmen. In dieser Welt der kodierten Ecken und berechneten Noises unbeabsichtigte Unregelmäßigkeit das Ehrlichste, was sie gesehen hatte. Sie stellte sich Charlotte vor, wie sie die Karte aus ihrer Handtasche nahm, vielleicht ein wenig zerstreut, ihre Gedanken wanders auf das ferne Rauschen des Meeres, auf die Leere eines Hauses ohne Ermann, auf die tröstliche Aussicht auf einen Brief oder einen zufälligen Treffen in der Bond Street. Eleanor legte die Karte nicht auf einen der offiziellen Stapel. Stattdessen schob sie vorsichtig unter die silberne Tintenfassgarnitur auf dem Tisch, wo sie verborgen lag, ein kleines, persönliches Geheimnis in der erstickenden Öffentlichkeit des Salons. Die Arbeit war fast getan. Der Duft der welkenden Blumen hing immer noch in der Luft. Ein sanftes, anhaltendes Memento Mori inmitten all des glänzenden, polierten Lebens. Die Kutsche rumpelte über das Holprig-Pflaster von Mayfair. Ein dumpfes, rhythmisches Geräusch, das mit dem Klappen der Hufe verschmolz. Eleanor saß steif auf dem samtenen Sitz, die Hände im Schoß gefaltet und beobachtete durch das leicht beschlagene Fenster das Panorama des Londoner Verkehrs. Ein Karren voller Kohlenstaub kreuzte ihren Weg, hinterließ eine schwarze Wolke, die sich wie ein Gespenst an der sauberen Fassade eines Stadthauses festsetzte. Ein Wasserträger schrie sein Angebot aus, seine Stimme wurde vom allgemeinen Lärm verschluckt. Dem Quetschen ungeölter Achsen, dem Rufen von Straßenhändlern, dem entfernten Drohnen einer vorbeifahrenden Droschke. Der Geräusch drang selbst durch die geschlossenen Fenster. Der beißende Gestank von Pferdemist, vermischt mit dem süßlichen Rauch aus 1000 Kaminen und dem fauligen Hauch der Themse, der bei dieser Windrichtung herüberwehte. Diese sensorische Überflutung war die eigentliche Melodie der Stadt, eine roh, lebendige Sinfonie, die in scharfem Kontrast zur erstickenden Stille ihres Salons stand. Sie dachte an die praktischen Aspekte von Freundschaften zwischen Frauen, während James vor einem weiteren imposanten Portal anhielt. Eine Freundin war vor allem eine Begleiterin. Sie fühlte den leeren Sitz in der Kutsche, verwandelte eine Pflichtrunde in eine Gelegenheit für leises Gespräch.
Sie war ein Vorwand für Besorgungen, eine Rechtfertigung für Ausflüge in die Bond Street oder nach Piccadilly. In ihrer Gegenwart wurde das Schweigen nicht peinlich, sondern tief und erlaubt, ein geteiltes Stillhalten gegenüber der lähmenden Welt. Und sie bot Schutz, ein Arm, der diskret unter den ihren gehakt wurde, eine Schulter, die sich leicht gegen die eigene lehnte, konnte einen unerwünschten männlichen Blick abwehren oder einem zu aufdringlichen Kavaliere auf Abstand halten. Diese physische Nähe wurde nicht nur erlaubt, sie wurde erwartet. Die Gesellschaft sah darin ein Zeichen zärtlicher Verbundenheit, eine Tugend, die aus der reinen, ungetrübten Quelle weiblicher Zuneigung entsprang. Die Kutsche setzte sich wieder in Bewegung. Eleanor ließ ihren Blick über die vorbeiziehenden Bürgersteige schweifen, wo Paare von Damen, eng nebeneinander geschmiegt, langsam promenierten. Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser intensiven, manchmal leidenschaftlichen Freundschaften, die sogenannten Romantic Friendships, war eine bemerkenswerte Sache. Man bewunderte sie, preis sie in Romanenend bedisting als das Höchste an platonischer Liebe. Zwei Frauen, die ihre Leben verbanden, die Brief schrieben, die in Abwesenheit ihrer Ehemänner zusammenreisten oder sogar zusammenlebten, wie die berühmten Ladies of Llangollen, wurden als Inbegriff reinen, tugendhaften Gefühls angesehen. Ihre Zuneigung wurde als etwas völlig Reines interpretiert, frei von der fleischlichen Verwirrung, die männliche Leidenschaften kennzeichnete. Diese Blindheit der Gesellschaft, diese bequeme Fehlinterpretation, hatte etwas zutiefst Ironisches. Sie schuf einen riesigen schattigen Raum, in dem Gefühle gedeihen konnten, die, benannt und anerkannt, Skandal und Ruin bedeutet hätten. In diesem Raum des Missverständnisses lag eine ungeheure Freiheit. Man konnte eine Hand halten, einen Brief mit glühenden Worten schreiben, Nächte in einem gemeinsamen Bett verbringen. Und alles wurde unter dem sanften, tugendhaften Banner der besonderen Freundschaft gebucht. Es war ein kollektives Abkommen, die wahre Natur bestimmter Bande nicht sehen zu wollen, ein Schleier aus Unschuld, der über komplexere Gefühle geworfen wurde. James klopfte von seinem Bock herunter, um die nächste Karte abzugeben. Eleanor sah so, wie er die Stufen hinaufstieg, seine liverierte Gestalt, eine Silhouette gegen die schwere Eichentür. Diese Rituale, die Visitenkarten, die Begleitungen, die langen Spaziergänge, waren die Architektur, die diese besonderen Freundschaften stützte. Sie waren der erlaubte Rahmen, in dem sich eine intimere Welt aufbauen konnte. Diane war nicht bitter, sondern fast komisch. Die strengen Regeln, die ihr Leben einengten, schufen gleichzeitig die perfekten Verstecke. Die Abwesenheit der Männer durch Tod, Pflicht oder schlichtes Desinteresse ließ Lücken im Gefüge der Häuser und Tage entstehen. In diese Lücken konnten Frauen einander näher rücken, nicht als Rebellen, sondern als fromme Erfüllerinnen sozialer Erwartungen. Sie taten, was von ihnen erwartet wurde. Sie suchten Trost und Gesellschaft bei ihresgleichen. Dass dieser Trost die Farbe der Leidenschaft annehmen konnte, dass diese Gesellschaft zur wichtigsten ihres Lebens werden konnte, war ein Detail, das der offiziellen Erzählung entging. Die Kutsche bog in eine ruhige Straße ein. Der Lärm ließ etwas nach.
Eleanor lehnte sich zurück und spürte die Vibrationen des Wagens in ihrem Körper. Sie dachte an Charlotte und die Falz auf ihrer Visitenkarte. In dieser Welt der Doppeldeutigkeit war sogar diese kleine Unregelmäßigkeit ein stiller, privater Witz zwischen ihnen. Ein Zeichen dafür, dass Charlotte, obwohl sie das Spiel mitspielte, nicht vollständig darin aufging. Es war ein winziger Bruch in der Fassade, der nur Eleanor zu sehen verstand. Die Kutsche rollte weiter, trug sie durch das schmutzige, lebendige Herz Londons, während sie in ihren gepolsterten Inneren über die seltsame, schützende Ironie ihrer Lage nachdachte. Die Gesellschaft, die sie so streng überwachte, hatte ihr, ohne es zu wissen, den Schlüssel zu einer anderen Art vom Gefängnis gegeben. Einem, das aussah wie ein Salon, sich aber wie eine Zuflucht anfühlte und das sie vielleicht mit einer anderen Gefangenen teilen konnte. Der Duft traf sie bereits im Treppenhaus. Ein komplexes Bouquet, das sich von der einfachen Londoner Luft abhob, wie Seide von grober Woll. Es war die gäre Cross französische Seife, ein Hauch von Veilchen und Mandel, vermischt mit dem schärferen metallischen Duft von Stahlnadel und dem staubigen, süßen Atem ungebleichter Seidenstoffe. Eleanor stieg die schmalen Stufen zu Madame Leclercs Atelier hinauf. Ihre Hand glitt über das polierte Geländer aus Mahagoni. Hier in diesem unscheinbaren Haus in der Bond Street existierte eine Welt, die den Männern ihrer Bekanntschaft fast vollständig entzogen war. Sie betraten diese Räume nicht. Für sie waren es bloße Zwischenstationen-Orte, an denen Frauen Zeit verbrachten und Geld ausgaben, um sich in die Kostüme zu hüllen, die die Gesellschaft für sie entworfen hatte. Sie erahnten nicht, dass diese Räume zu intimen Bühnen werden konnten, zu Orten des Austauschs, die von ihren Blicken unberührt blieben. Madame Leclerc empfing sie mit einer Mischung aus geschäftlicher Herzlichkeit und unerschütterlicher französischer Zurückhaltung. Die Modistin war eine schmale Frau mit vogelhaften Bewegungen und Augen, die jedes Detail des Stoffes, jede Nuance der Haltung ihrer Kundinnen zu erfassen schienen. Madame Hastings, sagte sie mit ihrem weichen Akzent und führte Eleanor in den hellen Halbtraum des Ateliers. Hier war die sensorische Überflutung vollkommen. Das Licht, das durch hohe Fenster fiel, ließ unzählige Stoffbollen in Regalen entlang der Wände erglühen. Saftige Satin in Pfirsich und Creme lag neben tiefem, samtenem Marienblau. Streifen von feinster englischer Baumwolle wechselten sich ab mit den irisierenden Schattierungen französischer Seide. Farben mit Namen wie Super d'Amour und Gris Cendre. Auf langen Tischen waren Muster ausgebreitet, Papierschnitt, die wie geisterhafte Umrisse von Körpern wirkten in Glaskästchen, glitzerten Perlen, winzige Jetsteinchen und Bänder in jeder erdenklichen Breite und Textur. Die Luft samte förmlich vor stiller, weiblicher Produktivität. 3 junge Assistentinnen saßen in einer Ecke auf niedrigen Hocken und stickten mit konzentrierten Mienen Blütenmuster auf einem Musselinstoff. Ihre Finger bewegten sich mit der Präzision von Uhrwerken. Eleanor ließ sich auf einen gepolsterten Stuhl neben einem Tisch mit Seidenproben sinken.
während Madame Leclerc geschäftig davonhuschte, die bestellten Bände zu holen. In diesem Moment, als Eleanor ihre Handschuhe auszog und die kühle Luft auf ihre Haut spürte, vernahm sie ein vertrautes Geräusch auf der Treppe. Dann trat Charlotte Lowell in den Raum, und die Welt schien sich eine halbe Drehung zu verschieben, still und unmerklich. Charlotte trug ein Reisekostüm in einem desinten Graugrün, das die Farbe ihrer Augen aufnahm und verstärkte. Ihr Haar war unter einem einfachen Hut mit kurzem Schleier verborgen, der einen geheimnisvollen Schatten über ihre obere Gesichtshälfte warf. Sie tat überrascht, eine kunstvolle kleine Geste, die aus der leichten Hebung ihrer Augenbrauen und einem kaum wahrnehmbaren bestand. Eleanor was für ein glücklicher Zufall. Madame Leclerc kehrte zurück, und die Unterhaltung nahm sofort die vorgeschriebene, öffentliche Form. Es ging Stoffe und Schnitte, die Vorzüge vom Pufffermum gegenüber eng anliegenden, die Frage, ob Taffeta in diesem Sommer wieder modern werden würde. Ihre Worte waren unverfänglich, eine Melodie aus Höflichkeiten und konventionellen Meinungen. Doch unter dieser Melodie lief eine andere, leisere Kontrapunkt. Er wurde nicht mit Worten, sondern mit Blicken geführt. Charlotte ließ ihre Finger über einen Seidenstoff in einem zarten Apfelblütenrose gleiten, während ihr Blick zu Eleanor aufschwang. So zerbrechlich, bemerkte sie mit ihrer klaren, ruhigen Stimme, ein Hauch von Farbe, der so leicht zerdrückt werden könnte. Ihre Augen jedoch, die Eleanors trafen, sprachen von etwas anderem, von der Zerbrechlichkeit der Stunden, von der Sorgfalt, mit der manche Gefühle behandelt werden mussten. Eleanor nahm ein Band aus tiefblauer Seide auf, das fast schwarz wirkte, es zwischen ihren Fingern reibend. Und diese Tiefe, erwiderte sie, den Blick auf das Band gerichtet. Sie scheint das ganze Licht zu verschlacken, es im Verborgenen zu bewahren. Sie hob die Augen, und für einen Sekundenbruchteil war keine Maske mehr da, nur ein stilles, gegenseitiges Erkennen. Madame Leclerc, die eine Rolle Spitzen entfaltete, schien nichts zu bemerken. Die Assistentinnen stickten weiter. Charlotte beugte sich vor, den Sitz eines imaginären Ärmels, an Eleanors Jacke zu prüfen, eine Geste, die im Kontext des Raumes völlig natürlich wirkte. Ihre Hand berührte leicht Eleanors Unterarm, nur durch die dünnen Stoffschichten getrennt. Die Berührung war flüchtig, fachmännisch, und doch brannte sie wie ein Brandmal durch den Stoff hindurch. Die Passform ist hier etwas locker, murmelte Charlotte, ihre Stimme ein warmes Summen in Eleanors Ohr. Man könnte meinen, sie hätten abgenommen. Es war eine doppeldeutige Bemerkung. Öffentlich eine Feststellung zur Kleidung, privat eine besorgte Frage nach ihrem Wohlbefinden. Nach den Nächten der Einsamkeit, die sich in einer schlanker, werdenden Silhouette niederschlagen konnten. Die Tage sind lang geworden, antwortete Eleanor leise, während sie einen Blick auf ein Muster für einen Morgenmantel warf. Man verliert leicht den Appetit. Dann lauter für Madame Leclerc bestimmt. Ich denke über einen neuen Spazierstock heute noch für den Park. Etwas mit einer breiteren Krempe. Charlotte trat einen Schritt zurück ihr Gesicht with einer Maske höflicher Anteilnahme. Oh, das wäre reizvoll.
Der Green Park ist zu dieser Jahreszeit so angenehm. Die Luft ist noch klar, bevor der Sommerdunst einsetzt. Sie hielt inne, ließ ihre Hand über einen Samtstoff gleiten. Ich selbst muss mich nach einem neuen Sonnenschirm umsehen. Meiner ist leider unreparierbar geworden. Die Verabredung entstand nicht durch eine direkte Frage, sondern im Raum zwischen den Sätzen, getarnt als Fortsetzung des Gesprächs über Mode. Eleanor nickte langsam. Vielleicht könnte ich Ihnen bei der Auswahl behilflich sein. Madame Leclerc hat mir exquisite Auswahl an. Schirmgriffen. Ich habe für morgen Nachmittag ohnehin nichts Besonderes vor. Das wäre außerordentlich liebenswürdig, sagte Charlotte, und ein winziges, echtes Lächeln, so klein wie die Falz auf ihrer Visitenkarte, berührte ihre Lippen. Gegen 3 Uhr, ich könnte Sie hier treffen, und wir könnten gemeinsam die Auslagen in der Piccadilly begutachten, bevor wir uns für den Schirm entscheiden. Gegen 3 Uhr, wiederholte Eleanor, der Deal war besiegelt. Eingebettet in das unverdächtige Gewebe weiblicher Konsumption und gegenseitiger Beratung. Wo er sie belauscht hätte nur 2 Damen gehört, die über Hüte und Sonnenschirme plauderten. Niemand hätte die Unterströmung erkannt, die Erleichterung, die in Charlottes Schultern einsickerte, oder die leise, beliebende Vorfreude, die Eleanors Herz schneller schlagen ließ. Kurz darauf verabschiedete sich Charlotte mit einem Nicken und dem Versprechen, am morgigen Tag wiederzukehren. Eleanor blieb noch einen Moment, um die Bestellung für das Band aufzugeben. Der Duft des Ateliers, Seif, Seide, Staub, schien sich nun mit einer neuen Note zu verbinden, einem Hauch von Orangblütenwasser, den Charlotte trug und der in der Luft hing. Als sie die Treppe hinabstieg, zurück in den Lärm der Bond Street, fühlte sich die Welt draußen weniger feindselig an. Der Besuch bei der Modistin war mehr als eine Besorgung gewesen. Er war eine Eintrittskarte in jene Intime, parallele Welt gewesen. Eine Welt, in der Blicke mehr sagten als Worte und in der eine Verabredung für einen Spaziergang unter dem schützenden Deckmantel der Modeberatung getroffen werden konnte. Die Langweil, die sie am Morgen wie ein Mantel getragen hatte, fühlte sich dünner an, als hätte ein warmer Windstoff begonnen, ihn zu durchlöschen. Der Green Park breitete sich vor ihnen aus. Ein sanftes Meer aus frühlingshaftem Grün, durch das sich die schmalen Kieswege wie bleiche Adern zogen. Die Luft trug den feuchten, erdigen Duft von neu gesprossenem Gras und den fernen, süßlichen Rauch der Stadt. Eleanor spürte die Energie ihres Korsetts mit jedem Schritt, ein steter, mahnender Druck, der in Atem in Fleck kontrollierte Züge zwang. Ihr Rocksaum aus schwerem, dunkelblauem Woldemast schleifte über den Kies, ein leises, stetiges Rascheln, das den Rhythmus ihres Gehirns markierte. Jede Bewegung war eine Verhandlung mit der Kleidung. Das Gewicht der Stoffe, zogen ihren Schultern die engen Ärmel erlaubten, nur einen minimalen Schwung der Arme, und die Schnürung um ihre Taille fühlte sich an wie die feste Umarmung einer unsichtbaren, strengen Begleiterin. An Charlottes Seite, deren Arm diskreter unter dem ihren eingehackt war diese Behinderung eine geteilte Erfahrung. Ihr eigenes Kleid, ein Grau in Grün, bewegte sich mit einem ähnlichen, gedämpften Sausen. Sie gingen langsam,
wie es der Amsten vorschrieb. 2 Damen bei einem Nachmittagsspaziergang. Die Physischine, dieser Arm-in-Arm-Kontakt, urgesellschaftlich vorgeschrieben, ein Zeichen zärtlicher Freundschaft und bot doch eine der wenigen erlaubten Formen anhaltender Berührung. Durch die Lagen von Stoff und Unterkleidung hindurch spürte Eleanor die Wärme von Charlottes Arm, den leichten Druck ihres Ellbogens. Es war eine Verbindung, die öffentlich zur Schau gestellt wurde und dennoch ein privates Geheimnis in sich trug. Die Intimität der gegenseitigen Stütze, des synchronisierten Schrittes. Der Park war belebt, aber nicht überfüllt. Ein älteres Ehepaar schlenderte vor ihnen. Die Dame ebenso steif gekleidet, der Herr mit seinem Stock den Weg tappend. Eine Gruppe junger Mädchen in hellen Musselinkleidern kitscherte um einen Baum herum, ihre Stimmen wie das Switchen von Vögeln. Ein Kindermädchen schob einen Kinderwagen über den unebenen Weg, ihr Gesicht eine Maske müde Geduld. Eleanor beobachtete sie alle, diese kleinen tadellos normalen Lebens. Die anderen Paare, meist erhelle Leute, gingen oft mit einer Handbreit Abstand zwischen sich. Ihre Unterhaltung schien formelhaft, eine Pflichtübung der Gesellschaft. Im Kontrast dazu fühlte sich ihre eigene Verbindung mit Charlotte, trotz der Worte, die sie nicht sagen konnten, tiefer an, als ob der leere Raum zwischen all diesen anderen Menschen hier, zwischen ihren eigenen Körpern aufgehoben wäre. Die Luft ist heute wirklich sehr mild, bemerkte Charlotte, ihre Stimme ruhig und klar, fast schon wie im Frühsommer. Ja, stimmte Eleanor zu. Die Kastanien treiben schon kräftig aus. Sie wies mit ihrem zusammengeklappten Sonnenschirm, dem Vorwand, unter dem sie sich getroffen hatten, auf die Bäume, deren Blätter sich in zartem, hellgrünem Filigran entfalteten. Das Gespräch drehte sich um Belanglosigkeiten, um die sichersten aller Themen, das Wetter, die Blüten, die leichte Brise, die gelegentlich die Bänder an ihren Hüten umspielte. Sie sprachen über einen Roman von Miss Austen, den beide kürzlich gelesen hatten, und tauschten höfliche Meinungen über die Lebendigkeit der Charaktere und die Eleganz der Prosas, doch unter dieser Oberfläche aus Worten, unter dem Geplätscher über Literatur und Klima, flossen andere Strömungen. Jede Bemerkung über die lange Einsamkeit einer Figur auf dem Lande oder die Trostsuche in der Freundschaft war mit einem doppelten Boden versehen, eine verschlüsselte Botschaft, die nur für die andere bestimmt war. Eine lange Pause entstand, als sie einen leichten Anstieg des Weges hinaufgingen. Das Schleppen der Rocksäume wurde mühsamer, das Jetmen der Rocksäume wurde mühsamer, das Atmen durch das Korsett etwas angestrengter. Das Schweigen zwischen ihnen war nicht unbehaglich, sondern Schweigen zwischen ihnen war nicht unbehaglich, sondern schwer und bedeutungsvoll, erfüllt von dem gemeinsamen Atemrhythmus und dem gleichmäßigen Rascheln ihrer Kleider. In dieser Stille sprachen sie auf eine Weise, die Worte nie hätten leisten können. Eleanor spürte die leichte Veränderung in Charlottes Haltung, eine kaum merkliche Vertiefung des Drucks ihres Armes, als ob sie für einen Moment mehr Stütze suchte. Es war ein winziger,
nicht wahrnehmbarer Hilferuf, eine stille Anerkennung der Last, die sie beide trugen, die Last der Abwesenheit der gesellschaftlichen Erwartungen, der unerfüllten Sehnsucht. Oben angekommen, blieben sie stehen, um scheinbar die Aussicht auf den Buckingham Palace in der Ferne zu betrachten, seine Fassade im Nachmittagslicht blass und imposant. In Wirklichkeit brauchten sie nur eine Pause, einen Moment, um den Atem zu sammeln, still da zu stehen, ohne sich vorwärts bewegen zu müssen. Charlottes Schulter berührte leicht die ihre. Die Berührung durch alle Stoffschichten hindurch war wie ein fernes Echo einer Umarmung. Manchmal, sagte Charlotte sehr leise, ohne sie anzusehen, denke ich, dass Miss Austen so gnädig ist. Sie gewährt ihren Figuren am Ende immer eine Art von Heimkehr, einen sicheren Hafen. Eleanor verstand, der sichere Hafen war für sie keine Ehe, kein Landsitz, kein gesellschaftlich sanktionierter Abschluss. Es war dieser Moment hier, diese stille, atemlose Gipfel auf einem Kiesweg, der Druck eines Armers unter dem ihren, der geteilte Blick auf eine ferne, leblose Fassade. Vielleicht, erwiderte sie ebenso leise, definiert sie den Hafen anders. Vielleicht ist er nicht ein Ort, sondern ein Zustand des Nicht-Alleinseins. Ein weiteres Schweigen, das länger dauerte als das vorherige. Ein Reiter trabte vorbei, sein Pferd schnaubte, und das Geräusch der Hufe auf dem Kies zerbrach den Zauber für einen Augenblick. Sie setzten ihren Weg fort, wandten sich einem schattigeren Pfad unter alten Platten zu. Das Gespräch nahm wieder seine oberflächliche Form an, plaudernd über eine bevorstehende Open-Vorstellung über die Unzuverlässigkeit eines bestimmten Lieferanten. Doch der Unterton blieben ein kontinuierlicher Bass von Einsamkeit und Sehnsucht unter der melodiösen Höflichkeit. Jede belanglos Bemerkung über die Länge der Bände oder die Freude auf den Frühling war ein weiterer Pinselstrich in einem unsichtbaren Porträt ihres inneren Lebens. Die Stunde neigte sich dem Ende zu. Die Schatten der Bäume wurden länger und dünner, streckten sich wie schwarze Finger über den Rasen. Der Spaziergang in all seiner langsamen, zeremoniellen Ausführlichkeit war eine Anatomie ihrer Beziehung geworden. Jede behindete Schritt, ohne Metapher jeder ausgetauschte Blick über die wette Frage hinweg, eine verschleierte Bekenntnis, die erlaubte Berührung Arm in Arm war sowohl käfig als auch Zuflucht. Sie erinnerte sie ständig an die Grenzen, innerhalb derer sie sich bewegten, und bot gleichzeitig den einzigen Trost, der ihnen zugänglich war. Als sie schließlich den Rand des Parks erreichten, wo ihre Kutschen warteten, löste sich der Haken ihrer Arme mit einer natürlichen, fast bedauerlichen Leichtigkeit. Die Stelle an Lernes Arm, wo Charlottes Hand gelegen hatte, fühlte sich plötzlich kalt und exponiert an, als hätte man einen schützenden Verband entfernt. Es war ein sehr angenehmer Nachmittag, sagte Charlotte, während ihr Diener den Schlag öffnete. Ihr Gesicht war, wie die vollkommene Maske der Mrs. Lowell, Frau des Marineoffiziers. Äußerst angenehm, bestätigte Eleanor. Ich danke Ihnen für die Gesellschaft. Ihre Augen trafen sich ein letztes Mal, und in diesem Blick lag die ganze, ohne zu sprechen, angesprochene Wahrheit des Nachmittags. Die geteilte Enge der Kleidung,
die Bedeutung der Pausen, der trostende Druck inmitten der Einsamkeit. Dann stieg Charlotte in ihre Kutsche und Eleanor in die ihre. Die Türen schlossen sich mit einem dumpfen, endgültigen Geräusch. Die Kutschen setzten sich in entgegengesetzte Richtungen in Bewegung, trugen sie zurück in ihre jeweiligen Häuser, in ihre jeweiligen Gefängnisse aus Stille und Erwartung. Doch für die Dauer dieses Spaziergangs, in der minutiösen Anatomie jedes Schrittes und jedes Schweigens, hatten die Gefängnismauern durchlässig geschienen, als ob sie, zumindest für einen Nachmittag, dieselbe Zelle geteilt hätten. Das Speisezimmer war eine Höhle aus poliertem Mahagoni und gedämpftem Licht. Die lange Tafel, die 20 Gäste hätte aufnehmen können, war auf ein einsames Gedeck in ihrem Koffen reduziert. Die übrige Flecke spiegelte, makellos und kalt, das sanfte Flackern der beiden silbernen Armleuchter wider, die vor Eleanor standen. Das Licht fing sich im stumpfen Glanz des Bestecks, das in perfekter Symmetrie neben der cremefarbenen Porzellanteller rangiert war. Suppenlöffel, Fischbesteck, 2 große Gabel, 2 Messer. Jedes Stück trug das schlichte Wappen der Hastings. Ein ererbtes Muster, das ihr so fremd war wie das Gesicht ihres verstorbenen Mannes in den späten Porträts im Obergeschoss. James, der Butler, trat mit der lautlosen Präzision eines Geistes ein. Die Claire, Bran-Consommé-Suppe, wurde vor sie gestellt. Ein leichter Dampf stieg auf und trug den Duft vom Rinderbrühe und eine Prise Sherry. Sie nahm den Löffel auf, das Geräusch des Metals, das gegen die feine Porzellankante stieß, war ein winziges, scharfes Kling, das im weiten Raum unnatürlich laut holte. Sie trank langsam, schmeckte fast nix, beobachtete, wie sich die Spiegelung der Kerzen in der goldenen Oberfläche, der Brühe vertat, der Brühe verzehr. Der Grüheschluck war ein Akt der Erfüllung einer Pflicht, ein Schritt in der choreografierten Prozessur. Der Fisch folgte, ein Stück pakierten Seehecks auf einer Bettlage aus zerdrückten Kartoffeln, überzogen mit einer blassen, glatten Sauce Hollandaise, das Fischbesteck, feiner und leichter als das übrige Silber, glitt mühelos durch das weiße Fleisch. Sie dachte an Charlotte Daizu diese Stunde, wahrscheinlich in ihrem eigenen Speisezimmer in Cadogan Square saß. Nicht allein, nein. Captain Lowell war von seiner letzten Reise zurückgekehrt, ein seltenes, störendes Ereignis. Charlotte würde an der Seite ihres Mannes sitzen, ihm gegenüber vielleicht einer oder 2 seiner Marinekameraden. Männer mit sonnengegerbten Gesichtern und Geschichten und Gesprächen voller seemännischer Fachausdrücke und langweilige Anekdoten über Hafenbeamte und Proviantlieferungen. Eleanor konnte sich die Szene lebhaft vorstellen, das gezwungene Lächeln auf Charlottes Lippen, ihre Augen, die über die Gläser hinweg ins Leere starrten, während die Männer über Takelage und politische Manöver sprachen. Ihre Hand, die unsichtbar unter dem Tischtuch, den schweren Damast der Tischdecke, umklammerte. Ein Abendessen in Gesellschaft konnte einsamer sein als eines in völliger Stille. James tauschte den Teller gegen einen neuen aus. Ein kalter,
in Scheiben geschnittener Rinderbraten, begleitet von einer scharf gewürzten Remoulade und einem Häufchen Pickles. Das Fleisch war rosa in der Mitte, aber es schmeckte nach gar nichts. Eine bloße Textur zwischen ihren Zähnen. Die Abwesenheit der Männer, dachte sie, während sie eine Gabel voll Remoulade zum Mund führte, war der eigentliche Architekt ihrer Welt durch Tod wie bei ihr, durch Geschäfte und Pflichten wie bei den meisten Ehemännern ihrer Bekanntschaft, oder durch schlichte, träge Gleichgültigkeit, die einen Mann stundenlang in seinem Club oder seinem Studierzimmer verschwinden ließ. Diese Abwesenheit ließ riesige leere Räume in den Tagen und Mächten der Frauen zurück. Aber diese Leere war kein Vakuum. Sie war ein Raum, der gefüllt werden konnte, der gefüllt werden musste. Die Gesellschaft verachtete das nicht, fürchtete die Untätigkeit. Also füllten Frauen diese Räume mit Ritualen, mit Visiten, mit Stickereien, mit Briefen und manchmal, wenn der Zufall oder die Sehnsucht es fügte, füllten sie mit der konzentrierten, aufmerksamen Präsenz einer anderen Frau. Die Abwesenheit des Ehemanns war die Voraussetzung für die Intensität der Freundschaft. Sie schuf die physische und emotionale Gelegenheit. Ein anwesender, aufmerksamer Ehemann hätte keinen Raum für stundenlange Spaziergänge, für vertrauliche Flüsterungen im Modistinnenatelier, für den Strom unschuldiger Briefe gelassen. Die Gleichgültigkeit oder Abwesenheit der Männer war der fruchtbare Boden, auf dem ihre anderen Bindungen wuchsen, unbeachtet und geduldet, weil sie die Oberfläche der Dinge nicht schürten. Ein leises Klirren ließ sie aufschauen. Jane goss stillschweigend einen Schluck Claret in ihr Glas. Die rubinrote Flüssigkeit färbte das Kristall von innen. Sie nahm das Glas, spürte den kühlen Stiel und setzte es wieder ab, ohne zu trinken. Das Klirren des Glases gegen die Tischplatte war ein weiterer einsamer Ton in der Symphonie. Der Stille, sie erinnerte sich plötzlich, unwillkürlich, an eine kleine, komische Katastrophe aus ihrer eigenen kurzen Katastrophe aus ihrer eigenen kurzen Ehe. Es war im ersten Winter, kurz nach der Hochzeit. Sie hatte in einem Anfall pflichtbewusster Häuslichkeit beschlossen, eine Pastete für ein kleines Abendessen zuzubereiten. Die Köchin war entsetzt, aber nachgegeben. Stundenlang hatte sie in der heißen Küche gestanden, den Teig geknetet, das Geflügel vorbereitet. Das Ergebnis, stolz auf den Tisch gebracht, war eine majestätische, goldbraune Kruste gewesen. Ihr Mann, Sir Reginald, hatte mit seinem Messer zugestochen. Ein schwarzen, beißenden Rauches war aus der Pastete aufgestiegen. Sie hatte das Backpapier im Inneren vergessen und es war zu Asche verbrannt, hatte den gesamten Inhalt geschwärzt und ungenießbar gemacht. Für einen Moment war Stille gewesen. Dann hatte Sir Reginald, ein Mann von wenig Humor, ein seltenes, kurzes Lachen ausgestoßen, ein trockenes, rasselndes Geräusch. »Nun, meine Liebe«, hatte er gesagt und sein Messer ablegte. Es scheint, ihr kulinarisches Ehrgeiz hat die Küche in Brand gesteckt. Die Peinlichkeit war vernichtend gewesen. Doch jetzt, Jahre später,
Allein an diesem riesigen Tisch musste sie beinahe lächeln. Die verschmorte Pastete war ein Symbol für all ihre verpfuschten Versuche gewesen, die Rolle der Ehefrau zu erfüllen, für die sie so schlecht ausgestattet war. Der Scheitern war damals eine Schande gewesen. Heute war es nur noch eine Anekdote, ein privates, bittersüßes Andenken an die Absurdität eines Lebens, das nie das ihre gewesen war. James erschien mit dem letzten Gang, einem winzigen Porzellanschälchen, mit einer cremigen Blancmange, die wie ein blasser Mond in der Dunkelheit des Zimmers schimmerte. Sie rührte nur darin. Das Schweigen war nein, vollende Tisse, eine dritte, unsichtbare Person am Tisch. Es war nicht feindselig, sondern vertraut, fast tröstlich. Es war das gleiche Schweigen, das in Charlottes Speisezimmer herrschte, wenn die Marinekameraden gegangen waren und sie und der Kapitän sich nichts mehr zu sagen hatten. Es war das Schweigen der leeren Stühle, der erwarteten, aber nicht eingetretenen Gespräche. In dieser Stille, wusste Eleanor, lebten ihre wirklichen Gedanken. Hier, zwischen dem Klirren des Bestecks und der Duft der kalten Sauce, konnte sie an Charlotte denken, an den Druck ihres Armes am Nachmittag, an die Falz auf ihrer Visitenkarte, ohne dass eine gesellschaftliche Meski nötig war. Das einsame Abendessen war nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Rückzug, eine tägliche Pause, in der die Fassade der Witwe Hastings abgelegt werden konnte und die nackte, sehnende Eleanor darunter atmen durfte. Sie legte die Gabel endgültig beiseite. Ein kaum wahrnehmbares Nicken zu James signalisierte das Ende der Mahlzeit. Lautlos wurden die Reste abgetragen, das Glas weggenommen. Sie blieb noch einen Moment sitzen, die Hände im Schoß gefaltet, und blickte die lange, leere Tafel hinunter, die sich in der Dunkelheit am anderen Ende des Raumes zu verlieren schien. Die Kerzen flackerten, draußen auf dem Platz rumpelte eine späte Kutsche vorbei. Drinnen war nur das Schweigen, das sie kannte und das sie auf seltsame Weise nicht mehr fürchten musste. Denn es war ein Schweigen, das sie mit einer anderen teilte, die in einem anderen Haushalts, in einem anderen Speisezimmer, gerade vielleicht denselben Gedanken nachhing. Der Sekretär aus Rosenholz stand im Kehrfenster ihres kleinen Salons, ein schmales, elegantes Pult, das die Nachmittagssonne einfing. Eleanor setzte sich, spürte den kühlen Sitz des Samtpolsters unter sich und zog die schmale Schublade auf. Hier lag das Arsenal ihrer Korrespondenz. Ein Bündel gespitzter Gansekiele, ein schwarzer Tintenstein, ein schlichtes Messer mit Perlmuttgriff zum Raspeln, ein Sandstreuer aus geschnitztem Ebenholz. Die Materialien der Kommunikation waren so ritualisiert wie die Kommunikation selbst. Sie nahm einen Federkiel heraus, prüfte seine Spitze mit dem Daumen. War stumpf, abgenet von den vielen höflichen Dankesworten und Kondolenzen der letzten Wochen. Das war gut. Für Charlotte brachte sie eine frische, scharfe Spitze. Sie nahm das Messer und begann die Feder mit leichten, präzisen Schnitten zu raspeln. Das Geräusch war ein sanftes, kratzendes Chirp, das in der Stille des Zimmers rhythmisch und beruhigend wirkte. Jeder Schnitt befreite eine feine, durchsichtige Schuppe vom Horn, bis die Spitze sich in eine perfekte,
nachgiebige Zunge spaltete, die die Tinte in einem gleichmäßigen Fluss führen würde. Sie tauchte den Kiel in das kleine Glas mit Wasser, um ihn aufzuweichen, und rieb dann den Tintenstein langsam über die feuchte Oberfläche einer Porzellanmühle. Der schwarze Staub vermischte sich mit dem Wasser zu einer tiefen, samtigen Flüssigkeit, die nach Eisen und Galläpfeln roch. Sie rührte mit einem Glasstäbchen, beobachtete, wie sich die Konsistenz von wässrig zu sirupartig verdickte. Die Tinte musste genau richtig sein, zu dünn, und sie verlief auf dem Papier wie eine Träne, zu dick, und sie klebte an der Feder und hinterließ klumpige, unleserliche Kleckse. Erst dann nahm sie das Blatt Büttenpapier aus der obersten Schublade. Es war fein und leicht rau, mit einem kaum sichtbaren Wasserzeichen, eine Lilie. Kein schwarz umrandetes Trauerpapier für diesen Brief, sondern dieses einfache, reine Weiß. Die gesellschaftlich anerkannte Flut von Korrespondenz zwischen Frauen war ein Phänomen, das ganze Wälder verschlang und die Boten der königlichen Post in stete Beschäftigung hielt. Briefe waren die Lebensader des sozialen Gefüges. Sie überbrückten Distanzen zwischen Landhäuser und Stadthäuser, bestätigten Verbindungen, verbreiteten Neuigkeiten und am wichtigsten demonstrierten die richtige Gesinnung. Eine Dame, die nicht regelmäßig schrieb, war eine Dame, die sich nicht bemühte. Eleanor tauchte die frisch gespitzte Feder in die Tinte, ließ den Überschuss an der Kant die Tintenfasses abstreifen. Dann berührte sie die Spitze zum Papier. Die ersten Worte waren immer die schwierigsten, der Übergang von der Stille in ihrem Kopf zur konventionellen Musik der Briefetikett. Times meine liebe Charlotte, schrieb sie, die Buchstaben rund und klar, wie es sich gehörte. Die Anrede war züchtig, die darin ausgedrückte Zuneigung jedoch offen und unmissverständlich. In der Welt der Männer mochten solche Anreden Verdacht erregen. Zwischen Frauen waren sie schlicht ein Zeichen herzlicher Freundschaft. Sie schrieb über Bücher eine sichere, geistige Ebene. Sie erwähnte den Ostenbrummen erneut, spann in Gedanken weiter, den sie beim Spaziergang nur angedeutet hatten, über die Einsamkeit kluger Frauen in einer dummen Welt. Sie schrieb über gegenseitige Bekannte, über die langweilige Mrs. Fear, Throckmorton an der Camelin Rezept, über Lady Arabellas neuesten, etwas zu jugendlichen Hut. Jede Beobachtung war höflich, oft mit einem Hauch sanfter Ironie gewürzt, die nie in Boshaftigkeit umschlug. Sie schrieb über die Melancholie der Spätnachmittage, wenn das Licht im Erker schräg stand und das Haus in eine träge Stille sank, die nur vom Ticken der Uhr in der Diele unterbrochen wurde. Ist eine Stille, schrieb sie, die nicht leer ist, sondern sich anfühlt, als warte sie auf etwas, vielleicht nur auf das Rascheln des nächsten Briefpapiers. Ihre Worte bewegten sich auf der Oberfläche des Erlaubten, aber ihre Absicht drang durch das Papier wie Parfüm durch Seide. Sie beschrieb nicht die Wärme von Charlottes Arm unter dem ihren, aber sie erwähnte die angenehme Müdigkeit nach ihrem Spaziergang. Sie sprach nicht von der Leere des Speisezimmers, aber sie bemerkte die besondere Länge der Abende seit letzter Woche. Jeder Satz war ein Gitter, durch das
wo ein Gefühl schimmern konnte, für denjenigen, der zu lesen wusste. Die eigentliche Botschaft dieses Briefes, wie bei allen ihren Briefen, lag nicht in seinem Inhalt, sondern in seiner Häufigkeit, in seiner bloßen Existenz. Jeder Brief war ein Pflasterstein auf einem privaten Pfad, der ihre beiden getrennten Häuser verband. Die Regelmäßigkeit der Korrespondenz sagte: Ich denke an dich, ich nehme mir Zeit für dich. Du bist ein fester Bestandteil meines Tages. Sie füllte eine Seite, dann eine zweite in ihrem gleichmäßigen, eleganten Zug. Die Feder floss über das Papier, ein sanftes Kratzen, das das einzige Geräusch im Raum war. Ab und zu machte sie eine winzige Pause, um die Feder nachzutanken, und ihr Blick wanderte zum Fenster hinaus auf den Platz, wo die Schatten schon länger wurden. Sie stellt sich vor, wie Charlotte diesen Brief in ihrem eigenen Salon in Cadogan Square empfangen würde, vielleicht am nächsten Morgen, überbracht von einem vertrauten Diener. Sie würde das Papier berühren, das gleiche Lilienwasserzeichen erkennen, den Duft von Eleanors Tinte und vielleicht einen Hauch von ihrem Orangenblütenwasser wittern, der von ihren Händen am Papier haften geblieben war. Sie würde die wollte lesen und zwischen den Zeilen die gleiche Sehnsucht hören, die Eleanor beim Schreiben empfand. Der Brief näherte sich seinem Ende. Sie vermied schwülstige Abschiedsformen, die Aufmerksamkeit erregen könnten. Stattdessen schloss sie mit einer praktischen, hausfraulichen Bemerkung über die Unzuverlässigkeit ihres Gemüsehändlers und der Hoffnung, dass Charlottes neuer Sonnenschirm sich als haltbar erweisen möge. Time sind der Hoffnung, bald wieder von ihnen zu hören. Verbleibe hier stets ergebene Freundin, Eleanor. Sie sandte den Brief nicht mit einer Liebe, sondern mit einer Freundschaft. Ein Wort, das in ihrem privaten Lexikon unendlich mehr Gewicht trug. Sie streut feinen Sand über das Geschriebene, ließ ihn die feuchte Tinte aufsaugen und schüttelte ihn dann vorsichtig über einem bereitstehenden Tabletop. Die Worte waren nun fixiert, unveränderlich, eine stille Armee von Buchstaben, die ausgesandt wurde, um eine Brücke über die Londoner Straßen zu schlagen. Sie faltete das Blatt mit präzisen Bewegungen, versiegelte es mit einem Tropfen roten Siegellacks, den sie mit ihrem schlichten Siegelring, einem Erbstück ihrer Mutter, ohne Wappen, prägte. Der runde Abdruck war klar und tief. Ein FO-Blatt, Symbol der Treue. Sie legte den fertigen Brief auf das silberne Tablett, auf dem Sekretär, das James später abholen würde. Die Feder, nun wieder stumpf von der Arbeit, legte sie beiseite. Die Tinte begann in ihrem Glas zu verkrusten. Der Akt des Schreibens war vorbei, aber seine Wirkung dauert an. Die wirkliche Botschaft, die in der Häufigkeit lag, war bereits übermittelt worden. Ein weiterer Stein auf dem Pfad, ein weiterer Faden in dem unsichtbaren Netz, das sie mit Charlotte verband, sicher verborgen in der schieren, alltäglichen Normalität des postwendenden Schieren, alltäglichen Normalität des Postwenden. Gedankenaustauschs zwischen zwei Damen, die Langeweile des Nachmittags war für diese Dauer aufgehoben gewesen, ersetzt durch die konzentrierte, stille Freude ihrer Gedanken für ein einziges, verstehendes Gegenüber zu formen. Sie lehnte sich im Stuhl zurück, die Hände im Schoß gefaltet, und blickte auf den versiegelten Brief,
In seiner schlichten Eleganz war er sowohl Schild als auch Botschaft, ein perfektes Artefakt ihrer Welt. Der Gertrude Leckey, ein schmaler, älterer Mann mit einem Gesicht wie gehämmerte Leder, hatte den Brief am Vormittag überbracht. Er war nicht der Lowellsche Butler, sondern Charlottes persönlicher Diener, ein Mann namens Fletcher, dessen diskrete Loyalität sich in seiner wortlosen Verbeugung und der Art, wie er das kleine, versiegelte Päckchen auf das Silbertablett im Eingangsflur gleiten ließ, ohne auch nur den Teppich zu berühren, offenbarte. Eleanor nahm es mit einem ruhigen Dankesnicken entgegen. Aber unter ihrer stillen Fassade pochte eine leise, erwartungsvolle Freude. Das Päckchen, nicht größer als ihre Handfläche, wog fast nix. Sie trug es in den kleinen Salon zum Sekretär, legte es vor sich hin und betrachtete es einen Moment, bevor sie das Siegel brach. Das Papier war das gleiche feine Button mit dem Lilienwasserzeichen, das sie selbst verwendete. Charlottes Siegelwachs war ein dunkles Bordeaux-Rot, und das Siegel zeigte einen winzigen stilisierten Anker, eine Anspielung auf den Beruf ihres Mannes, die in diesem Kontext zu einer privaten Ironie wurde. Ein Anker als Symbol der Verbindung, der Sicherheit in einer Korrespondenz, die eine ganz andere Art von Festigkeit suchte. Eleanor drückte ihren Daumen gegen das Wachs, spürte, wie es unter dem Druck nachgab und mit einem sauberen Knacken brach. Sie entfaltete die zwei Blätter mit einer fast ehrfürchtigen Sorgfalt. Charlottes Handschrift war weniger rund und gefällig als ihre eigene. Die Buchstaben waren schlanker, mit schärferen Abstrichen und einer leichten Neigung nach rechts, als würden sie sich vorwärts drängen. Eleanor begann zu lesen, aber zuerst analysierte sie das Geschriebene als physisches Artefakt. Die Tinte war ein gleichmäßiges, tiefes Schwarz, was auf eine gute Qualität und eine ruhige Hand beim Schreiben schloss. Doch dort am unteren Rand der ersten Seite war ein winziger Fleck, kaum größer als ein Stecknadelkopf, wo die Feder offenbar gezittert oder zu lange verweilt hatte. Ein kleines, schwarzes Gestehen in der weißen Galaxie des Papiers. Was hatte diesen Fleck verursacht? Eine plötzliche Erschütterung, ein unterdrückter Gedanke, der die Hand zum Stocken brachte. Vielleicht hatte sie einfach nur gezögert. Vielleicht hatte sie einfach nur gezögert, wie man an der Schwelle zu einem wichtigen Satz zögert. Die Schwünge der Großbuchstaben, besonders des Sie in Charlotte und des I in Eleanor, waren mit einer gewissen Entschlossenheit ausgeführt, die Unterlängen der als ob die Gedanken Stift verwälten. Sie las den Inhalt, der in seiner Höflichkeit und seinem scheinbar lockeren Plauderten ihrem eigenen Brief entsprach. Charlotte schrieb Wunderlangweil eines Abendessens mit Captain Lowells Geschäftspartnern, von der geplanten Renovierung des Wintergartens, von einem neuen Roman von Walter Scott, den sie als tapetenhaft und laut empfand. Doch zwischen diesen Zeilen in der Wahl der Adjektiv und der Länge bestimmter Passagen
fand Elena die verschlüsselte Antwort auf ihre eigene Sehnsucht. Eine Bemerkung über die beruhigende Regelmäßigkeit ihrer Korrespondenz war ein direktes Echo auf Eleanors Gedankensuchhäufigkeit, eine scheinbar beiläufige Erwähnung des Green Park. Unser Weg scheint mir jetzt, bei trübem Wetter betrachtet, viel kürzer als in der Erinnerung, war eine klagevolle Anerkennung der Kürze ihres letzten Zusammenseins. Doch das Päckchen hatte mehr enthalten als nur die beschriebenen Blätter. Vorsichtig schüttelte Eleanor den gefalteten Brief. Ein kleines, weiches Bündel, in dünnes Seidenpapier gewickelt, glitt heraus. Sie packte es auf. Darin lagen 3 Lockenwickel aus hellbraunem Haar, fein zu flachen Spiralen, gedreht und an den Enden mit einem winzigen blauen Seidenfaden zusammengebunden. Es war eine Praxis, die so alt und akzeptiert war, wie die Freundschaftsbücher junger Mädchen, das Lockenwickel. Frauen wickelten kleine Botschaften, eine Zeile aus einem Gedicht, eine Initiale, ein winzig gemaltes Blümchen, in eine Strähne ihres eigenen Haares ein und überreichten sie als unschuldiges Andenken, als Zeichen zärtlicher Erinnerung. Hier war keine schriftliche Botschaft eingewickelt, nur die Locken selbst. Doch ihre Bedeutung war unmissverständlich. Es war ein Stück von Charlotte selbst, intim und körperlich getarnt als sentimentales Freundschaftsgeschenk. Eleanor hob eine der Spiralen auf, ließ sie sich in ihre Handfläche entrollen. Das Haar war weich und glänzend, und es trug den schwachen, vertrauten Duft von Charlottes Orangenblütenwasser. Sie konnte sich vorstellen, wie Charlotte vor ihrem Spiegel saß, die Schere in der Hand, und diese wenigen Strähnen abschnitt, sie sorgfältig drehte und band. Ein Ritual der Hingabe, das in der Sprache der weiblichen Zuneigung vollkommen unverdächtig war. Solche Andenken wurden in Schmuckkästchen aufbewahrt, in Tagebücher geklebt, als Lesezeichen in geliebten Büchern verwendet. Sie waren die physikalische Währung der Gefühlswelt, die parallel zur offiziellen Welt existierte. Sie legte die Haarsträhnen vorsichtig zurück auf das Seidenpapier und faltete das wieder um sie. Die beruhigende Routine dieses Austausches, das Schreiben, das Erwarten, das Empfangen, das sorgfältige Studium von Handschrift und Beigaben, war zu ihrem emotionalen Anker geworden in der Unbeständigkeit ihrer Tage, die von gesellschaftlichen Pflichten und der allgegenwärtigen Abwesenheit geprägt waren, bildete dieser stille Dialog eine Konstante. Er war ein privater Kalender, der die nicht tagen, sondern in der Dauer zwischen Briefen maß. Jede Überbringung durch Fletchers diskret Hand war eine Bestätigung, dass ihre Verbindung, so fragil und versteckt sie auch sein mochte, reale Substanz besaß. Sie war nicht nur ein Gefühl in ihrem Herzen, sondern etwas, das die materielle Welt berührte. Papier, Tinte, Siegelwachs, Haar. Der Nachmittag verging in einer Art friedvoller Trance. Sie beantwortete Charlottes Brief nicht sofort. Das würde am folgenden Tag geschehen, um den Rhythmus nicht zu gierig erscheinen zu lassen. Stattdessen steckte sie die Haarsträhnen in die schmale Schublade ihres Sekretärs, wo sie neben anderen kleinen Andenken lag.
einem getrockneten Weilchen von einem gemeinsamen Spaziergang im vergangenen Frühjahr, einem Stück Spitze, das Charlotte ihr einmal geschenkt hatte. Dann faltete sie den Brief wieder zusammen, obwohl sie seinen Inhalt bereits auswendig kannte, und verwahrte ihn in der mit Leder ausgekleideten Schublade, die ihrer Korrespondenz mit Charlotte vorbehalten war. Der Akt des Verstauens war ebenso ritualisiert wie das Schreiben selbst, eine feierliche Anerkennung der Bedeutung dieser Papiere. Der Abend brach und mit ihm die gewohnte Stille. Heute fühlte sie sich nicht erdrückend an, als sie im Speisezimmer saß und das leise Klirren ihres Bestecks hörte. Als sie später im Salon vor dem knisternden Kaminfeuer saß, spürte sie ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Charlotte war nicht physisch anwesend, aber ihre Präsenz war durch den Brief und sein kostbares Beilagen intensiv spürbar geworden. Die Worte auf dem Papier, der Duft im Haar, der winzige Tintenfleck, all dies waren Fäden, die durch die Londoner Nacht gespannt waren, ihr einsames Haus mit dem in Cadogan Square verbanden. Die Einsamkeit war nicht beseitigt, aber sie war geteilt, und in diesem geteilten Raum lag ein Trost, der tiefer ging als jede gesellschaftliche Conversation. Die Maschinerie des Lebens mochte sie im Ghettenbezirken der Stadt halten. In Ghetten trennten Rollen als Witwe und Ehefrau, aber in der stillen Geographie-Respondenz waren sie Nachbarn, die durch einen schmalen, geheimen Pfad verbunden waren. Der Band klingt nicht mit Melancholie aus, sondern mit dieser stillen Gewissheit, einem Gefühl der Kontinuität, das so beständig und verlässlich war, wie das Ticken der Uhr in der Delhi und das regelmäßige Eintreffen von Fletchers diskreten Besuchen. Die Kutsche schien jeden einzelnen Stein und jede ausgefahrene Spur auf der Landstraße nach Surrey zu erfassen und direkt in Eleanors Wirbelsäule zu übersetzen. Es war ein rumpelndes, unablässiges Geratter, das mit dem gleichmäßigen Klappern der 4 Hufe verschmolz und ein Rhythmus schuf. Dieser war monoton, als auch unangenehm war. Sie lehnte sich gegen das gepolsterte Leder zurück und beobachtete durch das staubige Fenster, wie die Stadt allmählich ihre eiserne Umklammerung lockerte. Die endlosen Reihen backsteingefasster Stadthäuser wichen vereinzelten Villen mit umzäunten Gärten, dann offenen Feldern, die in der späten Frühlingssonne in einem saftigen, fast schmerzhaften Grün leuchteten. Hecken zogen vorbei, gesprenkelt mit dem Weiß des Schwarzdorns, und in der Ferne zeichneten sich die sanften Hügel des Surrey Downs wie ein verschwommener, blauer Traum am Horizont ab. Die Luft in der Kutsche, zuvor stickig und nach Stadt gerochen, nahm allmählich den Duft von feuchter Erde, frisch gepflügten Feldern und blühendem Ginster an, der durch die geöffneten Luken hereinwehte. Die Reise war lang, fast 4 Stunden, aber Eleanor empfand sie nicht als Qual. Jede Holbridge-Meile entfernte sie weiter. Von den Zwängen von Grosvenor Square, von dem erwartungsvollen Schweigen ihres Salons, von dem ganzen komplizierten Geflecht aus Pflicht und Beobachtung. Hier eingeschlossen in die rollende Holzkiste, wo sie niemandes Witwe
niemandes Bekannte. Sie war einfach eine Frau auf einer Reise, ihr Körper den Gesetzen der Physik und der schlechten Straßen überlassen. Sie dachte an Charlotte, die sie in dem kleinen Landhaus namens Hawthorne Cottage erwartete. Captain Lowell war vor 3 Wochen zu einer längeren Patrouillefahrt im Kanal abberufen worden. Eine Abwesenheit, die mit Bedauern, aber auch mit einer gewissen stillen Erleichterung registriert wurde. Für die Dauer von Eleanors Besuch würde das Haus ohne Herrn sein, ein seltener und sonderbar freier Zustand. Hawthorne Cottage war kein bescheidenes Häuschen, sondern ein ansehnliches, aus gelbem Sandstein erbautes Landhaus, umgeben von einem ungezwungenen Garten und eingebettet in ein kleines Wäldchen aus, wie der Name verriet, Weißdornbäumen. Die Kutschibog zwischen 2 moosbewachsene Steinpfeiler und holperte die von Gras gesäumte Auffahrt hinauf. Charlotte stand bereits auf den Stufen der Haustür. Ihr einfaches Baumwollkleid in einem zarten Lavendelblau hob sich von dem dunklen Eichenholz der Tür ab. Sie trug keine Handschuhe, an der Haar war lockerer als in der Stadt zu einem Genoten gebunden, mit ein paar widerspenstigen Strähnen, die sich um ihr Gesicht ringelten. Ihr Lächeln, als Eleanor aus der Kutsche stieg, war ungekünstelt und weit. Es erreichte ihre Augen und ließ kleine Fältchen an ihren Mundwinkeln entstehen. Die erste Umarmung war kurz, ein öffentlicher Akt der Begrüßung, aber die Hände, die sich einen Moment länger als nötig festhielten, sprachen Bände. Das Haus atmete eine andere Luft. Es roch nach Wachs an Lavendel, nach dem harzigen Duft von Kaminholz und in dem süßen Atem von Maiglöckchen, die in einem Krug auf dem Treppenabsatz standen. Die Möbel waren solide und bequem, nicht steif und Repräsentation. Bücher lagen aufgeschlagen auf Seithändchen, ein Stück Stickerei hing lässig über der Armlehne eines Sessels, und durch die geöffneten französischen Fenster zum Garten drang das Summen von Insekten herein. Die Tage, die folgten, entfalteten sich in einem langsamen, goldenen Rhythmus, der nix mit dem staccatoartigen Takt der Stadt gemein hatte. Sie frühstückten spät im sonnendurchfluteten Frühstückszimmer, wo der Kaffee in einer silbernen Kanne dampfte und frische, buttrige Brioche vom Dorfbäcker serviert wurden. Die Vormittage verbrachten sie oft mit Stickerei, nebeneinander auf der Gartenbank sitzend. Die Nadeln blitzten im Licht, während ihre Gespräche in langen, stillschweigenden Pausen versanken, die von Vogelgezwitscher und dem Rascheln der Blätter erfüllt waren. Es gab keine dringenden Visitenkarten zu sortieren, keine Modestenteleien einzuhalten. Die Zeit gehörte ihnen, formlos und großzügig. Nach dem Mittagessen, einer leichten Mahlzeit aus kalter Hühnerpastete und Salat, spielte Charlotte oft Klavier im kleinen Musikzimmer. Ihre Technik war nicht perfekt, aber ihr Spiel war gefühlvoll, meist einfache, melancholische Walzer oder Volkslieder. Eleanor saß in einem Sessel am Fenster, die Augen geschlossen, und ließ die Musik über sich hinwegrollen. Ein kühler, klarer Bach nach dem trockenen Schweigen ihrer eigenen Räume. Manchmal lesen sie sich auch gegenseitig vor,
abwechselnd Kapitel aus einem Roman oder Gedichtbänden. Ihre Stimmen ein ruhiges Wechselspiel in der stillen Luft. Die größte Freiheit jedoch lag im Garten und in der stillen Intimität des Beisammensitzens. Sie wanderten durch den verwilderten Rosengarten, wo die ersten Knospen sich zu öffnen begannen, oder setzten sich auf eine alte steinerne Bank unter einer mächtigen Eiche und beobachteten, wie die Schatten über den Rasen krochen. Sie sprachen wenig, aber die Stille war anders als die in London. Sie war nicht leer, sondern voll, gefüllt mit dem gemeinsamen Atem, der geteilten Wahrnehmung des Lichts auf den Blättern, der stillen Freude an der bloßen, unkomplizierten Gegenwart des anderen. Die gesellschaftliche Maschinerie, die sie in der Stadt stets in einer bestimmten Choreografie hielt, Arm in Arm, aber mit Worten gefüllt, war hier außer Kraft gesetzt. Sie konnten einfach sein. Der Band brachte das zentrale Ritual des Besuchs die Nächtigung. Es war eine historisch belegte Praxis, die unter Frauen der Mittel- und Oberschicht weit verbreitet war, das Teilen eines Bettes. Die Gründe waren praktisch und gesellschaftlich sanktioniert. Landhäuser hatten oft knappe Ressourcen an beheizbaren Schlafzimmern und die Kameradschaftlichkeit, die Nähe einer Vertrautlichkeit, sogar gegen die Kälte angesehen. Es war ein Akt von Sparsamkeit und Zuneigung, völlig rein in den Augen der Welt. Charlottes Schlafzimmer war ein großer, luftiger Raum mit niedrigen Decken und Balken. Das Bett, ein gewaltiges Mahagony-Gestell mit gedrechselten Posten, dominierte den Raum. Als die Sofa sie für die Nacht hergerichtet hatte und sich mit einem Nix zurückgezogen hatte, blieben sie allein in dem von einer einzigen Kerze erleuchteten Raum. Die Prozedur war einfach, natürlich und doch von einer elektrisierenden Intimität. Sie lösten ihre Haare, ließen es über die Schultern fallen und halfen sich gegenseitig aus den letzten Lagern der Tageskleidung in ihre weißen Baumwollnachthemden. Das Nacken des Kamins, das leise Rascheln der Stoffe, das sanfte Klappen von Haarnadellen auf dem Toilettentisch, das waren die einzigen Geräusche. Sie schlüpften unter die schwere Daunendecke, die mit frischer, kühler Leinwand bezogen war. Das Bett war so breit, dass sie sich kaum berühren mussten, und doch spürte Eleanor die Wärme von Charlottes Körper als eine nahe Präsenz. Ein zweiter Pol in dem dunklen Raum. Die Kerze wurde gelöscht und die Dunkelheit war absolut durchbrochen nur vom schwachen, rechteckigen Schimmer des Mondlichts vor den Vorhängen. In dieser Dunkelheit, befreit von der Notwendigkeit, Gesichtsausdrücke zu kontrollieren, wurde die ruhige Intimität des gemeinsamen Kammerns fast überwältigend. Sie konnten das Atmen des anderen hören, die leiste Bewegung der Lacken, den Duft von Charlottes Haar und Seife, der sich mit ihrem eigenen vermischte. »Gute Nacht, Eleanor«, flüsterte Charlotte, ihre Stimme ein weiches, verschlafenes Geräusch in der Nähe. »Gute Nacht, Charlotte«, erwiderte Eleanor ebenso leise. Die Worte waren banal, aber der Akt des Geflüsterns, in der gemeinsamen Dunkelheit, die geteilte Wärme unter der Decke, verwandelte sie in etwas Heiliges. Es war eine Nähe, die über alles hinausging,
was bei ihren Spaziergängen oder in den flüchtigen Berührungen in Madame Leclercs Atelier erlaubt war. Hier, in der historisch abgesegneten Praxis des Bettteilens, konnten sie die Illusion einer ehelichen Nähe genießen, eine Intimität, die von der Gesellschaft nicht nur geduldet, sondern in diesem speziellen Kontext sogar erwartet wurde. Es wurde Gipfel der erlaubten Vertrautheit, ein Raum, in dem sie, ohne ein Wort der Erklärung, einfach nebeneinander liegen und atmen durften. Eleanor lag lang wach, lauschte dem regelmäßigen Atem Charlottes, der allmählich tiefer und gleichmäßiger wurde. Sie spürte die sanfte Bewegung der Matratze, wenn sich ihre Freundin im Schlaf drehte. Die Freiheit des Hauses ohne Herrn. Die langen, stillen Tage gipfelten in dieser friedvollen, nächtlichen Koexistenz. Es war kein dramatischer Moment, keine verbotene Berührung. Es war die ruhige, tief Befriedigung, in der gleichen Dunkelheit zu sein, die gleiche Luft zu atmen, den gleichen Traumraum zu teilen. Die Reise auf der holprigen Landstraße, die vorbeiziehende Landschaft, die sonderbare Freiheit des Hauses, all das führte zu diesem Punkt, dem geflüsterten Gute-Nacht-Gruß in einem gemeinsamen Bett, einem Akt so alt und unschuldig wie die Freundschaft selbst, und doch für sie erfüllt von einer Stille, die lauter sprach als alle Worte der Welt. Sie schloss die Augen echoisch von Lavendel und frischer Leinwand, und der warm, vertraute Atem an ihrer Seite wiegten sie in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Die Vorbereitung auf den Ball begann nicht mit dem Ankleiden, sondern mit einer Art innerer Versteinerung. Schon am Nachmittag, während die Sonne noch hoch über den Dächern von Mayfair stand, legte sich eine gespannte Ruhe über Eleanors Haus. Es war die Stille vor dem Sturm aus Lärm und Licht, eine bewusste Sammlung der Kräfte für die bevorstehende Aufführung. Der Ball war kein Vergnügen, er war eine Expedition in feindliches Gebiet, eine mehrstündige Inszenierung, bei der jede Gäste, jeder Blick, jedes Lächeln einem unsichtbaren Drehbuch folgen musste. Eleanor saß vor ihrem Toilettentisch, während Mary und eine zweite Sophie, eine Spätstylistin für Friseuren, die Werkzeuge ihrer Verwandlung ausbreiteten. Die Luftrausch nach gesteckter Baumwolle, heißen Branch am blumigen Duft des Rosenwassers, mit dem schweren, blumigen Duft des Rosenwassers, mit dem ihr Haar gewaschen worden war. Das stundenlange Einkleiden war in Akt, schrittweise Einschließung. Zuerst das feine Leinenhemd, dann die Strumpfhände, die seidenen Strümpfe, dann das Korsett, aber nicht das gewohnte Tageskorsett. Dieses hier war aus steiferem Fischbein gefertigt, geschnürt, bis ihr Atem zu einem flachen hohen Pfeifen in ihrer eigenen Brust wurde, und ihre Taille zu einer unmöglichen, zerbrechlichen Säule geformt war. Es war die Architektur der Silhouette, ein Schmerz, der zur Eleganz umdefiniert wurde. Über dieses Gerüst wurden Schichten aus rotierten Hüftpolstern und einem steif gestärkten Unterrock gezogen, die den Rock in die gewünschte, glockenförmige Weite trieben. Erst dann kam das Kleid selbst. Es war aus schwerem, cremefarbenem,
Satin, ein Relikt aus der Zeit vor ihrer Trauer, das durch das Anbringen schwarzer Spitzenbänder und Jetperlen den gesellschaftlichen Anforderungen angepasst worden war. Der Stoff rauschte mit einem tiefen, flüssigen Geräusch, als es über ihren Kopf gezogen und in Miniatur an der Rückseite zusammengehakt und geschnürt wurde. Die Ärmel, eng liegend bis zum Ellbogen, mündeten in eine Wolke aus Spitze. Der Ausschnitt war diskret, aber unvermeidlich, ein Rahmen für das blasse Dreieck ihrer Haut und den einfachen Jet-Anhänger, der dort lag. Jede Bewegung war dann eingeschränkt, ein langsames Gleiten, bei dem das Gewicht der Stoffe und die Enge der Schnürung jeden Impuls zur Eile oder Unbedachtheit erstickten. Dann das Frisieren. Mary und die Fachzoffe arbeiteten mit den Brennscheren, da über eines Bootes Flamme erhitzt wurden, um kunstvolle Locken zu formen, die dann zu einem komplizierten Arrangement aus Knoten und Wellen hochgesteckt und mit unzähligen Nadeln und einem Netz aus Perlen und schwarzen Bändern fixiert wurden. Der Duft nach versendem Haar mischte sich mit dem Rosenwasser. Ihr Kopf fühlte sich schwer und unbeweglich an, ein kostbares, fragiles Kunstwerk auf ihrem Hals. Zuletzt kamen die Schmuckstücke. Jedes wurde mit einer fast rituellen Sorgfalt angelegt. Ring, kühl und schwer an ihren Läppchen. Ein schmales Armband aus demselben dunklen Material, der Siegelring ihrer Mutter und der Anhänger. Jedes Stück war eine weitere Schicht der Rüstung, ein weiteres Puzzleteil in der öffentlichen Persona der Mrs. Eleanor Hastings, der jungen, tugendhaften Witwe. Als sie endlich vor dem großen Spiegel im Ankleidezimmer stand, erkannte sie sich kaum wieder. Die Figur, die sie zurückblickte, war makellos, elegant und völlig entrückt. Sie war ihre Bühnenfigur geworden, bereit für ihren Auftritt. Ein letzter Blick, eine winzige Korrektur an einer Lock, denn das Anlegen der langen, weißen Handschuhe, die jeden Zentimeter ihre Arme bis über die Ellbogen bedeckten. Die Berührung des Glacé-Leders gegen ihre Haut war das letzte Siegel. Sie war fertig. Eine lebende Miniatur, eingeschlossen in Satin und Erwartung. Die Fahrt zur Assembly Rooms war ein Übergang in eine andere Welt. Durch die Kutschenfenster sah sie andere Kutschen, alle auf denselben Zielpunkt zusteuern, wie Motten, die von einem gigantischen Licht angezogen wurden. Das Geräusch der Hufe und Räder verwandelte sich in ein dumpfes, anhaltendes Drohnen, je näher sie kamen. Dann, beim Aussteigen, traf sie die erste Welle, ein Meer aus Lärm, das Stimmenchor von Hunderten von Menschen, das durch die hohen Türen nach draußen schlug, vermischt mit den ersten scharfen Klängen des Orchesters, das sich einspielt. Da du das Raschieren unzähliger Seiten und Satinröcke, das Klappern von Absätzen auf Marmor, das leise Klimpern von Kristalllüstern. Der Ballsaal selbst war eine überwältigende Sinnesflut. 1000 Kerzen in riesigen Kronleuchtern und den Wänden spiegelten sich in hohen Spiegel und warfen ein gleißendes, flackerndes Licht zurück, das jede Oberfläche, die vergoldeten Stuckaturen, die glatten Parkettböden, die funkelnden Jewelen auf Brüsten und in Frisuren in gleißendem Glanz bedeckte.
Da hitzt sie Ohr bereits trotz der hohen Decken spürbar, eine drückende, vom Atem und den Körpern der Menge erwärmte Wärme, durchzogen von den Düften von Parfüm, Pomade, Schweiß und dem wechsigen Geruch der Kerzen, ist wo ein betäubender Taumel aus Licht und Schall, in dem einzelne Gesichter zunächst nur als blasse Flecken in einem wirbelnden Kaleidoskop erkennbar waren. Sie und Charlotte trafen sich nicht direkt. Das wäre zu auffällig, zu sehr nach Absprache ausgesehen. Stattdessen fanden sie sich im Strom, bewegten sich in den gleichen sozialen Strudeln, getrennt, aber durch ein unsichtbares Band der Aufmerksamkeit verbunden. Sie tanzen natürlich nicht miteinander. Das war undenkbar außerhalb jeder Vorstellungskraft der erlaubten Choreografie. Stattdessen tanzten sie mit den dafür vorgesehenen Herren. Ältere Verwandte, harmlose Junggesellen, pflichtbewusste Ehemänner vom Bekannten. Elena spürte die behandschuhten Hände der verschiedenen Männer an ihre Taille, führte die Schritte der Quadrille oder des Walzes mit automatischer Präzision aus, ihr Gesicht zu einem höflichen, leeren Lächeln erstarrt. Ihre ganze Konzentration jedoch war nach außen gerichtet, ein Radar, das durch den Raum schweifte, um einen einzigen Punkt zu lokalisieren. Ihre Interaktion war ein minutiös choreografiertes Schauspiel, als Blicken über den Raum hinweg. Sie fand Charlotte in einer Gruppe von Damen nahe, dem großen Fensterbogen. Für einen Sekundenbruchteil zwischen zwei Drehungen im Walzer trafen sich ihre Blicke. Es war kein langer Blick, nix was over kein langer Blick, nix was over kein langer Blick, nix was over kein langer Position. Ein stilles Abgleichen der Position, ein Austausch von Bestätigung. Ich sehe dich. Ich bin hier. Dann wandte sich jede wieder ihrer unmittelbaren Umgebung zu. Später, als sie an der Seite eines älteren Wetters langsam die Länge des Saales entlang ging, begegneten sie sich auf dem Weg. Sie gingen aneinander vorbei, wie's zwei flüchtig bekannte Damen tun würden, mit einem kleinen, höflichen Nicken. Doch in dem Moment, als ihre Röcke sich fast berührten, streifte Charlottes behandschuhte Hand beiläufig, wie zufällig, gegen Eleanors Arm. Durch die Lagen von Satin, Unterzeug und Glacelle hindurch war die Berührung kaum spürbar, ein Hauch von Druck, und doch brannte sie wie ein Funke. Es war ein versehentlicher, bedeutungsloser Kontakt für jeden Beobachter. Für sie war es ein verschlüsseltes Signal, ein winziger, physischer Beweis der Nähe in der überwältigenden Fremdheit des Bulls. Die komplexeste Choreografie jedoch wurde ihm Fächer vorbehalten. Er war aus schwarzen Spitzen und Elfenbein ein elegantes, nutzloses Accessoire. In den Händen einer Dame wurde er jedoch zu einem Instrument einer geheimen, aber allgemein bekannten Sprache, einer Sprache, die von Herren scherzhaft entschlüsselt wurde, aber deren wahren Nuancen und subtilen Bedeutungen ihnen völlig entgingen. Eleanor beobachtete Charlotte aus der Ferne. Charlottes Fächer bewegte sich langsam, schlug leicht gegen ihre linke Wange. Times you streamed mit dir allein zu sein. Ein paar Minuten später, als ein besonders aufdringlicher junger Lieutenant sich Charlotte näherte, schloss sie ihren Fächer abrupt und ließ ihn in ihrer rechten Hand ruhen. Times folge mir.
Sie entschuldigte sich von der Gruppe und bewegte sich langsam in Richtung der Terrassentüren, Eleanor in einem Gespräch mit einer älteren Dame gefangen, konnte nicht folgen. Stattdessen öffnete sie ihren eigenen Fächer langsam und bedeckte damit ihr Gesicht bis zu den Augen. Ich werde beobachtet. Es war ein System von Gesten, das von der Gesellschaft als kokettes Spiel missverstanden oder als harmlose Flirterei. Doch in ihrem privaten Code waren diese Bewegungen in ernster, dringende Kommunikation. Der Fächer, der die Lippen berührte, küsse mich. Der die Lippen berührte, küsse mich. Der die linken Hand gehalten wurde. Sie kommen. Jede Geste war ein Risiko, ein kleines Verbrechen, das in aller Öffentlichkeit begangen wurde. Getarnt als konventionelle Weiblichkeit begann Grayston, het konventionelle Weiblichkeit, de boltem Tiet sie herum, ein brodelnden Kessel aus Musik und Gelächter und schimmernden Farben. Eleanor lächelte, nickte, tanzte, plauderte. Sie war die perfekte Gastgeberin, die aufmerksame Zuhörerin. Doch ihr ganzes Wesen war auf diesen geheimen, stummen Dialog ausgerichtet, auf das Lesen der Zeichen über die Köpfe der Menge hinweg. Jeder ausgetauschte Blick war ein winziger Triumph über die Trennung. Jede flüchtige Berührung ein stiller Beweis ihrer Verbindung inmitten des sinnlosen Lärms. Sie waren zwei Schauspielerinnen in einem riesigen, lauten Theaterstück, jede in ihrer eigenen Rolle gefangen, die jedoch imstande waren, durch die minutiös choreografierte Sprache der Blicke und Fächer eine zweite stille Handlung zu spielen, die nur für sie bestimmt war. In diesem Meer aus Licht und Lärm war ihre wahre Interaktion unsichtbar, ein Geistertanz aus Sehnsucht und versteckter Bedeutung, der sich unter der glänzenden Oberfläche des gesellschaftlichen Spektakels abspielte. Die späten Stunden des Balls hatten eine eigene, schläfrige Qualität. Die Musik, straff und lebhaft, war schleppend geworden, die Geigen seufzten unter der anhaltenden Hitze. Der Takt des Pianoforte verlor seine Präzision und verschwamm zu einem müden Walzer. Die Kerzen in den Kronleuchtern waren weit heruntergebrannt, ihr Wachs tropfte in erstarrten, weißen Tränen die silbernen Halterungen hinab und verbreitete einen süßlichen, verbrannten Geruch, der sich mit dem immer dichter werdenden Dunst aus Schweiß und Parfüm vermischte. Die Frisuren der Damen begannen sich zu lockern, feuchte Strähnen klebten an Schläfen und Nacken, das Rouge auf manchen Wangen war verschmiert, verwischt von Taschentüchern und der allgemeinen Erschöpfung. Die anfängliche elektrische Aufregung des Abends war einer trägen, fast schwulen Stimmung gewichen, in der das Lächeln zur schmerzhaften Grimasse erstarrte und das Geplauder nur noch ein mechanisches Summen war. Eleanor fühlte diese Müdigkeit in ihren Knochen, ein tiefes, ziehendes Gewicht, das durch das Korsett in ihren Rücken und ihre Schultern gepresst wurde. Sie suchte mit den Augen nach Charlotten, fand sie am Rand der Tanzfläche, wo sie mit gesenktem Blick in einem Glas Orangenade nippte, das längst warm und schal geworden sein musste. Ihr Gesicht war blass unter der Restwärme des Abends, und ihre Haltung verriet eine ähnliche Erschöpfung. Ihre Blicke trafen sich über den Raum, und dieses Mal war keine Choreografie nötig. Die Botschaft war einfach und deutlich. Flucht.
Ein fast unmerkliches Heben von Charlottes Augenbrauen, ein winziger Blick in Richtung der hohen Doppeltüren, die zu den privateren Räumlichkeiten der Assembly Rooms führten. Eleanor nicket, kaum sichtbar. Sie wartete einige Minuten, plauderte mit einer gleichgültigen Bekannten über die Hitze und schob sich dann, unter dem Vorwand, eine frische Duftflasche aus ihrem Retikül zu holen, langsam aus dem Hauptsaal. Der Korridor dahinter war kühler, dämmerig, nur von ein paar Wandkerzen erhellt. Das Dröhnen des Balls verwandelte sich hier in ein gedämpftes, fernes Rauschen, wie das Meer hinter einer Düne. Sie folgte Charlottes angedeutete Richtung und fand sie vor der Tür zu einem kleinen, für Damen reservierten Einkleidezimmer stehen. Es war ein schmaler Raum mit einem Spiegel, einem Waschtisch und ein paar Stühlen, gedacht für schnelle Reparaturen an Kleidern oder Frisuren. Charlotte stand mit dem Rücken zur Tür, ihre Hände an den Hüften, als prüfe sie den Sitz ihres Kleides. Als Eleanor eintrat, drehte sie sich um. Kein Wort wurde gewechselt. Charlotte deutete mit einer kleinen, verzweifelten Geste auf ihren eigenen Nacken. Meine Hutschnur, flüsterte sie, ihre Stimme heiser vom vielen Sprechen und Lächeln. Sie ist umgedreht. Sie würgt mich beinahe. Es war ein perfekter Vorwand, natürlich. Und unverdächtig. Eleanor trat näher. Im schwachen Kerzenlicht des Raumes war Charlottes Gesicht, nahe die feinen Schweißperlen auf ihrer Oberlippe, der matte Glanz in ihren müden Augen, die Schwarzsamtschnur ihres Hutes war tatsächlich verdreht, ein schmales, unangenehmes Band, das sich in die Haut ihres Halses grab. »Halten Sie still«, murmelte Eleanor, ihre behandschuhten Finger, unbeholfen durch das feine Leder, setzten nach dem Knoten unter dem schweren, aufgesteckten Haar. Die Berührung war notwendig, fachmännisch, und doch von einer unerträglichen Intimität. Sie spürte den schnellen Puls in Charlottes Hals unter ihren Fingerspitzen, die Wärme ihrer Haut durch die dünnen Stoffschichten von Schnur und Handschuh hindurch. Der Raum war still, abgesehen von ihrem eigenen flachen Atem und dem fernen, verschwommenen Walzer aus dem Saal. Die Luft zwischen ihnen schien zu vibrieren. Die Luft zwischen ihnen schien zu vibrieren, geladen von der Anspannung des gesamten Abends, von all den ungesagten Worten und unterdrückten Blick. Für einen langen, schwebenden Moment war die Maske gefallen. Charlotte schloss die Augen. Ihr Gesicht entspannte sich zu einem Ausdruck erschöpfter Hingabe. Eleanors Finger säugerten am Knoten. Es war mehr als eine Hutschnur, die sie richtete. Es war die unsichtbare Schnur, die sie beide an diesen Abend an diese Rollen fesselte. In der Stille dieses kleinen, abgeschiedenen Raumes schien die Möglichkeit einer anderen Welt auf. Eine Welt, in der diese Berührung nicht ein versteckter, vorgetäuschter Akt wäre, sondern etwas Einfaches und Direktes. Die ohne angesprochene Anspannung, die sich über Wochen in Briefen, Blicken und flüchtigen Berührungen aufgebaut hatte, verdichtete sich hier zu einer fast greifbaren Präsenz. Eleanor konnte den Duft von Charlottes Parfüm riechen, vermischt mit dem ihrer eigenen verschwitzten Haut, ein privates körperliches Bouquet, das nichts mit dem öffentlichen Blumenduft des Ballsaales zu tun hatte.
Dann, scharf und durchdringend wie ein Peitschenhieb, brach das Lachen einer Gruppe junger Mädchen den Raum ein. Die Tür flog auf, und 3 Debütantinnen in schaumigem Tull und rosa Satin stürmten herein, ihre Gesichter glühend vor Aufregung und Champagner. Over sie hang, rief eine, ihr Kissen erstickte sich halb, als sie die beiden älteren Damen in ihrer intimen Pose bemerkte. Der Zauber war zerschlagen, die Blase der Stille zerplatzt. Eleanor trat sofort zurück, ihre Hände fielen an ihre Seiten, während Charlotte sich hastig umdrehte und im Spiegel ihr Profil prüfte, als ob nichts weiter vorgefallen wäre als eine kleine Unordnung der Toilette. Nur eine verdrehte Schnur, sagte Charlotte mit ihrer klaren, gesellschaftlichen Stimme, während sie den Noten nun selbst mit sicheren Fingern löste. Mrs. Hastings war so freundlich, mir zu helfen. Die Mädchen nickten, ihre Aufmerksamkeit bereits auf ihre eigenen lockeren Locken, fleckigen Kleider gerichtet. Der Moment war vorbei, begraben unter einem Berg von unbedeutendem Geplapper über die Hitze, die Qualität des Orchesters und die Tapferkeit eines bestimmten Tänzers. Eleanor verließ den Raum mit einem höflichen Nicken. Ihr Herz hämmerte gegen die engen Fischbeinstäbe ihres Korsetts. Die Heimfahrt in der Kutsche, später in der Nacht, war von dieser müden, schwülen Stimmung des Ballandes geprägt, die nun mit einer bitteren Erkenntnis durchsetzt war. Sie saß allein in der Dunkelheit, das Rumpeln der Räder auf dem nun leeren Pflaster war das einzige Geräusch. Die Erinnerung an die Berührung in Charlottes Hals brannte auf ihrer Haut, doch noch stärker brannte die Erinnerung an das plötzliche, zerstörerische Lachen der Mädchen. In dieser Stille der Fahrt wurde ihr die paradoxe Natur ihrer Lage mit schmerzhafter Klarheit bewusst. Die Maschinerie der Gesellschaft, dieser riesige, rücksichtslose Apparat aus Bällen, Besuchen, Kleiderordnungen und Verhaltensregeln, war es, der sie trennte. Es zwang sie in Rollen, die keine je außer der vorgeschriebenen erlaubten, der einen Vorwand für jeden privaten Moment abverlangte, erfüllte die Luft mit Lärm und Ablenkung, so dass ein einfaches Stillsbeisementsein ein fast unmögliches Unterfangen war. Diese Maschinerie war ihr Gefängniswärter. Und doch, in einem seltsamen, verdrehten Art war sie es auch, der sie schützte. Die gleichen Regeln, die sie trennten, schufen die Verstecke, die Akzeptanz intensiver weiblicher Freundschaften, das Ritual des gemeinsamen Ankleidezimmers, die Praxis des Bettteilens auf dem Lande. All das waren Schlupflöcher im Gefängnis, getarnt als tugendhafte Konformität. Das Lachen der Mädchen war keine böswillige Entdeckung gewesen, sondern nur die Plumpheit ihrer Bestätigung der Normalität. Sie hatten 2 Damen bei einer alltäglichen, hilfreichen Geste gesehen, nichts weiter. Die Maschinerie hatte funktioniert. Sie hatte den verbotenen Kern ihres Moments nicht erkannt, weil sie darauf programmiert war, nur die erlaubte Oberfläche zu sehen. Die Kutsche hielt vor ihrem Haus in Grosvenor Square. Die Nacht war kühl und still, der Himmel über den Decken schien schwarz und ohne Sterne. Als sie ausstieg, fühlte sie sich nicht befreit, sondern ausgesetzt. Der Ball war vorbei, das Theaterstück zu Ende. Die Masken konnten abgelegt werden, aber die Gesichter darunter waren müde von der Anstrengung des Spiels. Die Erkenntnis,
die sie in der schwulen Stille der Kutsche gewonnen hatte, war tröstlich und grausam zugleich. Sie und Charlotte waren Gefangene in einem goldenen Käfig. Die Gitterstäbe hielten sie auseinander. Aber sie schützten sie auseinander, aber sie schützten sie auch vor der verwirrenden, gefährlichen Weite der Welt da draußen. Eine Welt, die für ihre Art von Gefühl keinen Namen, keinen Platz hatte. Sie konnten sich durch die Gitter hindurch die Hände reichen, manchmal sogar die Wange an die kalten Stäbe pressen, um die Wärme des anderen zu spüren. Aber aussprechen konnten sie nicht, ohne alles zu zerstören, den Käfig sich selbst und vielleicht sogar die zarte Hand, die sie durch die Gitter suchte. Sie stieg die Stufen hinauf zur Haustür, die bereits von einem wartenden Diener geöffnet wurde. Drinnen erwartete sie die vertraute Stille, das Schweigen, das keine Maske mehr verlangte. Doch heute Nacht würde die Stille anders klingen, erfüllt vom fernen Echo eines Walzes und dem scharfen Nachhall eines Lachens, das sie an ihren Platz erinnerte, geschützt und getrennt, für immer in der Ambivalenz der Maschinerie gefangen, die ihr Leben bestimmte. Der Tag war ein leeres Blatt, anbeschrieben von der Handschrift eines gemeinsamen Plans. Charlotte war verhindert, durch familiäre Verpflichtungen in Anspruch genommen, die keinen Raum für Besuche ließen. Eleanor empfand keine Enttäuschung, sondern eine Art von Resignation, die der Stille eines leeren Hauses ähnelte. Es war ein Tag, der ihr selbst gehörte, und sie beschloss, ihn nicht zu ertragen, sondern zu erkunden. Sie begann eine meditative Wanderung durch die eigenen Räume, eine Kartierung der Geographie ihrer Einsamkeit. Sie begann im Salon, dem Herzstück der gesellschaftlichen Fassade. Die Luft hier war immer ein wenig stickig, erfüllt vom Duft des gestrigen Polymittels und der welken Hortensien, die sie noch immer nicht hatte entfernen lassen. Die Stühle standen in perfekter, unbelebter Symmetrie, die Sitzflächen ungebeugt, als erwarteten sie Gäste, die niemals kamen. Sie stand in der Mitte des Persian-Teppichs und ließ den Raum auf sich wirken. Diese Stille war nicht bedrohlich, sondern vertraut, eine akustische Tapete, die sie seit dem Tod ihres Mannes umgab. Sie war der Grunten ihres Lebens. Die Einsamkeit hier war nicht schmerzhaft, sie war ein Raum, den sie bewohnte, ein Zimmer mit bekannten Maßen und Schatten. An sie erkannte mit einer plötzlichen, ruhigen Klarheit, dass es dieser vertraute Raum war, den sie mit Charlotte teilte, nicht die Freude oder Aufregung, sondern diese fundamentale stille Kenntnis des Alleinseins. Charlotte betrat keinen fremden Palast. Wenn sie besuchte, sie trat in eine ähnlich eingerichtete Stille ein, und zusammen konnten sie darin atmen, als wäre sie plötzlich geräumiger geworden. Sie verließ den Salon und schritt die kühle Marmordiele zum Wintergarten hinunter. Es war ein gläserner Anbau, der im Sommer üppig grün sein mochte, jetzt aber eine Krypta aus schlafenden Pflanzen war. Die Luft war feuchtend kalt, ließ ihren Atem in kleinen Wolken vor ihrem Gesicht erscheinen. Vorne hingen schlaff in ihren Topfen die Blätter, eine Kämelie warm, mit einem stumpfen, staubigen Grün bedeckt. Sie setzte sich auf eine eiserne Bank, deren Kälte selbst durch ihre Kleider drang.
Hier war die Einsamkeit eine andere Schärfe, mineralischer. Sie war die Abwesenheit von Wachstum, von Wärme. Doch auch diese Kälte war ein bekanntes Gefühl. Es war die kältete Nächte, in dem großen Ehebett, bevor sie gelernt hatte, die Leere neben sich als gegeben hinzunehmen. Charlotte hatte diese Kälte nie aufgewärmt, das war nicht die Natur ihrer Verbindung. Aber sie hatte ihr beigebracht, sie zu ertragen, indem sie zeigte, dass sie selbst eine ähnliche Kälte kannte, die maritime Abwesenheit eines Ehemanns, der mehr mit den Gezeiten als mit seinem Heim verbunden war. Der letzte Teil ihrer Wanderung führte sie die breite Haupttreppe hinauf in den ersten Stock und dann in den langen, dämmerigen Korridor, der als Galerie diente. Hier hingen die Porträts, fremde Wurferen ihres Mannes. Eine Ahnenreihe von Gesichtern, die ihr nichts bedeuteten, Männer in Rüstungen oder Staatsroben, Frauen mit steifen Halskrausen und ausdruckslosen Augen. Sie schritt langsam vorbei, betrachtete die kalten Ölaugen, die sie aus ihren vergoldeten Rahmen anstarrten. Diese Menschen waren die rechtmäßigen Bewohner dieses Hauses. Sie war nur die vorübergehende Verwalterin in ihrer steinernen Stille. Ihre eigene Einsamkeit war in diesem Korridor genealogisch. Eine Einsamkeit der Nichtzugehörigkeit. Sie dachte an andere Frauen, die sich in ähnlichen Galerien, fremde Ahnen wiederfanden, die ähnliche Räume der Trennung bewohnten. Ihre Gedanken wanderten zu den berühmten Ladies of Llangollen, Eleanor Butler und Sarah Ponsonby, von denen sie gelesen hatte. Zwei adlige Damen, die vor gesellschaftlichen Erwartungen geflohen waren, ihr Leben gemeinsam in einer malerischen Hütte in Wales zu verbringen. Die Welt hatte ihre Verbindung als das höchste platonische Freundschaft gefeiert, hatte ihre abgeschiedene Lebensweise als exzentrisch und rührend romantisch verklärt. Eleanor betrachtete das Porträt einer streng blickenden Dame aus dem 17. Jahrhundert und fragte sich, was die Ladies of Llangollen wirklich geteilt hatten. Sicherlich nicht nur den Geschmack für gotische Architektur und Landschaftsgärtnerei. Sie hatten die Geographie einer gewählten Einsamkeit geteilt, sie hatten einen Raum gefunden, sowohl physisch als auch sozial, den sie gemeinsam bewohnen konnten, abseits der Forderungen von Ehemännern und Familien. Ihre Geschichte wurde als Kuriosum erzählt, aber für Eleanor war sie eine Landkarte, eine Andeutung einer Möglichkeit. Die Gesellschaft hatte ihr Zusammenleben als rein und tugendhaft missverstanden, genau wie sie die Intensität ihrer eigenen Freundschaft mit Charlotte missverstand. Dieser blinde Fleck war der Schlüssel. Erlaubte den Ladies, ihren gemeinsamen Raum zu bauen und zu bauen, und dann die literarischen Darstellungen, die leidenschaftlichen Freundschaften in den Räumen von Miss Burney oder Mrs. Radcliffe, die schwärmerischen Briefe zwischen gebildeten Damen, die in Zeitschriften abgedruckt wurden. All diese Darstellungen säuberten die Gefühle, glätteten sie zu einem akzeptablen, züchtigen Idealismus. Sie sprachen von Seelenverwandtschaft und unzertrennlicher Zuneigung. Worte, die die körperliche Realität der Einsamkeit, das tatsächliche Verlangen nach Gegenwart ausbauten. Die Literatur war ein weiterer Spiegel, der das wahre Bild verzerrte, aber immerhin ein Spiegel, der die Existenz des Bildes bestätigte.
Selbst die missverstandene Darstellung war in Form der Anerkennung. Sie erreicht das Ende der Galerie und stand vor dem letzten Porträt, einem jungen Mann in der Juni-Coalition, eines früheren Jahrhunderts mit melancholischen Augen. Die Einsamkeit, erkannte sie, war nicht ein Mangel, der man füllen musste. Sie war der eigentliche Stoff ihres Lebens, das Material, aus dem ihre Tage gewebt waren. Charlottes Anwesenheit veränderte diesen Stoff nicht. Sie webte sich in ihn ein, wurde ein Teil des Musters. Die vertrauten Räume, der stickige Salon, der kalte Wintergarten, diese lange Galerie mit den fremden Gesichtern, waren nicht länger nur Gefängnisse. Sie waren die Architektur einer Existenz, die sie verstanden, an die Möglichkeit, diese Architektur mit einer anderen zu teilen, die dieselbe Sprache der Stille sprach, verwandelte die Einsamkeit von einer Zelle in ein Refugium. Es war nicht die leidenschaftliche Vereinigung romantischer Vers, sondern das stille, gegenseitige Anerkennen der gleichen vier Wände. Sie wandte sich von den Porträts ab und ging langsam zurück in Treppe. Der Tag mochte leer sein von Charlottes Gesellschaft, aber er war erfüllt von ihrer Abwesenheit, die ein aktiver, vertrauter Raum in dieser Geografie war. Die Einsamkeit war der gemeinsame Grund, auf dem sie standen, und das Teilen dieses Grundes, selbst an einem Tag wie diesem, an dem sie physisch getrennt waren, war die stille, unzerstörbare Basis ihrer Verbindung. Das Buch lag auf dem kleinen Tischchen neben ihrem Lieblingssessel im Salon. Dort, wo das Nachmittagslicht es gerade noch erreichte, bevor die Schatten des Raumes es verschlangen. Es war ein Band Gedichte von Wordsworth, im grünes Leder gebunden, die Ecken bereits abgenutzt. Charlotte hatte es ihr vor Wochen geliehen, mit der Bemerkung, eine bestimmte Stelle über die stille, traurige Musik der Menschheit habe sie an Eleanor denken lassen. Eleanor hatte es gelesen, die Seiten langsam umgewendet, als suchte sie nicht nach poetischer Erhebung, sondern nach den unsichtbaren Spuren der Freundin zwischen den Zeilen, und sie hatte sie gefunden. Nicht in einer Randnotiz oder einem Montetess oder einem unterstrichenen Vers, sondern auf Seite 42. Dort, als sie die Seite aufgeschlagen hatte, war eine einzelne, hellbraune Haarlocke herausgeglitten, fein und glatt, und hatte sich auf dem dunklen Wollstoff ihres Kleides abgezeichnet wie ein kalligraphisches Komma. Sie hatte sie vorsichtig aufgehoben, zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und dann wieder genau an die Stelle gelegt, von der sie gekommen war. Sei the dainte Dialog als Lesezeichen, ein stiller, privater Hinweis auf die Stelle, die Charlotte gemeint hatte. Oder vielleicht auf etwas ganz anderes. Jedes Mal, wenn Eleanor das Buch zur Hand nahm, berührte sie zuerst diese kleine weiche Spirale, bevor sie zu lesen begann. Es war kein dramatisches Andenken, kein in Samt gehülltes Medium. Es war ein zufälliges, beiläufiges Ding, das dort seine Unabsichtlichkeit und Bedeutung gewann. In der Welt der Visitantaten und kodierten Fecke-Signale war diese verirrte Lok die reinste Form der Communication. Ein Stück von Charlottes physischem Selbst, vergessen und zurückgelassen, nun zu einem geheimen Ankerpunkt in Eleanors Tag geworden.
Im obersten Fach ihrer Kommode, zwischen gefalteten Batist-Taschentüchern, lag ein kleiner Satz von 6 Stücken, die vor nicht allzu langer Zeit angekommen waren. Sie waren aus feinstem irischen Leinen mit einem schlichten, blauen Monogramm in der Ecke bestickt. Die Initialleine waren nichtings, sondern C. L. für Eleanor Hastings, sondern C. L. Ein gemeinsamer Satz, den sie bei derselben Stickerin in der Dover Street in Auftrag gegeben hatten, unter dem Vorwand, dass eine größere Bestellung einen besseren Preis erziele. Es war eine praktische, unverdächtige Geste, doch die Tatsache, dass sie dieselben Taschentücher besaßen, schuf eine stille Komplizität. Wenn Eleanor ihr eigenes mit HA.0 Grammy Tea-Touch Sogdog, dachte sie in Charlotte, die dasselbe tat, vielleicht in einem stickigen Salon, sich die Schläfe zu betupfen, oder in der Kirche, eine Träne des Überdrusses zu verbergen. Die Taschentücher waren Werkzeuge der gesellschaftlichen Maskerade, und sie benutzten das gleiche Modell. In der Gleichheit dieser kleinen Gegenstände lag eine Art von unsichtbarer Uniform, ein Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu derselben privaten Welt, die parallel zur äußeren existierte. Sie waren unscheinbar, alltäglich und gerade deshalb unverdächtig. Wer hätte in einem einfachen Leintuch eine Bootsschaft sehen sollen, doch für Eleanor war jedes C.L., das sie in ihrer Wäsche berührte, eine stille Bestätigung der Verbindung, ein Stück geteilter Materie in ihren getrennten Haushalten. Der stärkste, aber auch der flüchtigste dieser alltäglichen Zeichen war ein Duft. Es handelte sich um eine bestimmte Sorte duftende Toiletteseife, die aus Marseille importiert wurde und in einem kleinen Laden in der German Street erhältlich war. Die Seife war in einer schlichten, blauen Papier gewickelt und roch nach Orangenblüten und einer Spur von weißer Zeder. Nicht süßlich oder aufdringlich, sondern sauber, herb und unverkennbar. Charlotte hatte sie darauf gebracht, und nun verwendeten sie beide dieselbe Sorte. Dieser geteilte Geschmack war vielleicht das subtilste aller Andenken, weil er immateriell war. Der Duft hing in Charlottes Briefen, gab sie, wenn sie aus der Kutsche stieg, blieb in den Räumen zurück, die sie gerade verlassen hatte. Eleanor hatte eine solche Seife in ihrem Waschzimmer liegen, und jeden Morgen, wenn Mary ihr das Wasser einschenkte, stieg dieser vertraute Duft auf und vermischte sich mit dem Dampf. Es war der erste sensorische Eindruck des Tages, und er verband sie sofort mit Charlotte. In der Öffentlichkeit, auf einem Ball oder in einer überfüllten Opernloge, konnte sie manchmal durch alle anderen Parfums und Gerüche hindurch eine schwache Note davon wahrnehmen. Wenn Charlotte an ihr vorbeiging, es war wie ein geheimes Handzeichen, eine faktorische Bestätigung der Nähe in der Menge. Der Duft war private, persönlich und doch völlig öffentlich, da er als bloße Sauberkeit und guter Geschmack abgetan werden konnte. Niemand außer ihnen wusste, dass dieser spezifische Geruch von Orangenblüten und Zeder ein Codewort war, ein unsichtbares Band. Diese Objekte, das Buch mit der Lok, die geteilten Taschentücher, der gemeinsame Duft, waren die Reliquien ihrer besonderen Freundschaft.
Sie waren nicht in einem Schrein aufbewahrt, sondern in die gewöhnlichen Abläufen ihres Lebens integriert. Sie waren scheinbar unverdächtig und gerade deshalb ungeheuer bedeutsam. In einer Welt, die dramatische Gesten der Zuneigung misstrauisch beäugt hätte, waren diese kleinen, alltäglichen Dinge sicher. Sie konnten vor den Augen der Diener, der Bekannten der ganzen Gesellschaft liegen, ohne Fragen aufzuwerfen. Ein Buch war ein Buch, ein Taschentuch war ein Taschentuch, Seife war Seife. Doch für Eleanor waren sie Zeichen einer inneren Welt, einer parallelen Existenz, die unter der Oberfläche ihres sichtbaren Lebens pulsierte. Jede Berührung, jeder Gruß war eine stille Erinnerung daran, dass sie nicht allein in ihrer Einsamkeit war. Dass jemand aus denselben Geschmack hatte, denselben Duft trug, denselben Gedanken beim Lesen eines bestimmten Verses nachhing. Diese Andenken schufen eine Kontinuität in der Trennung. An Tagen, an denen sie Charlotte nicht sehen konnte, war das Buch da. In Nächten der besonderen Stille roch sie nach der Seife und fühlte sich, als ob ein Teil von Charlottes Präsenz im Raum verblieben wäre. Die Taschentücher, sauber gefaltet in der Kommode, waren Versprechen künftiger Verwendung, künftige gemeinsame Momente der Langweile oder des Kummers, in denen dieses einfache Stück Leinen ein stilles Symbol ihrer Verbundenheit sein würde. Sie stand vom Sessel auf, das Wordsworth-Buch, noch in der Hand, der Finger auf der Seite, die von der Lok markiert war. Draußen auf dem Platz begannen die Gaslaternen anzuschüsen. Ihre gelblichen Flammen kämpften gegen das tiefe Blau der Dämmerung an. Die alltäglichen Rituale des Abends standen bevor. Das einsame Dinner, das vielleicht Lesen eines Briefes, die Stille des großen Hauses. Doch sie fühlte sich nicht verloren in dieser Routine. Die kleinen Andenken, diese unscheinbaren Zeichen, hatten den Raum um sie herum verändert. Sie waren wie Sternbilder in der Decke ihrer Welt, unsichtbar für andere, aber für sie eine Karte, die ihr zeigte, wo sie sich befand, nicht in einer isolierten Zelle, sondern in einem geteilten Universum, dessen Grenzen durch ein Buch, ein Stück Leinen und den Duft von Orangenblüten definiert waren. Sie legte das Buch zurück auf das Tischchen, ließ ihre Finger spitzen einen Moment auf dem liedenden Einband. Ruhen. Die Bedeutung lag nicht in den großen Gesten, sondern in dieser stillen, täglichen Anerkennung der Verbindung, die in den gewöhnlichsten Dingen verwahrt war, unscheinbar, unverdächtig und das Fundament ihrer inneren Welt. Das Feuer im Kamin des kleinen Salons nistete mit einer müden, gleichmäßigen Regelmäßigkeit. Jedes kleine Aufbäumen einer Flamme warf flackernde Schatten über die Wände, ließ die Muster des Brokatsophals für einen Augenblick lebendig erscheinen, bevor sie wieder in die Dämmerung zurücksanken. Eleanor saß in ihrem gewohnten Sessel, ein Stickrahmen ruhte unberührt auf ihrem Schoß. Die Nadel steckte halb vollendet in einem Blütenblatt aus seidenem Garn. Sie hatte nicht die Energie, weiter zu sticken. Der Abend war einer von vielen, ein weiterer in einer unendlichen Reihe, und er verlangte keine Produktivität, nur stilles Verweilen. Die Stille im Haus war absolut, eine dicke, weiche Substanz,
die sich in die Ecken legte und jeden Laut verschluckte. Allein das Teichen der großen Standuhr in der Diel drang durch, ein metallisches, unerbittliches Tick-Tock, Tick-Tock, das die Sekunden in die Leere schlug. Es war kein nervöses Geräusch, sondern der Herzschlag des Hauses, die Bestätigung, dass die Zeit wie immer voranschritt. Sie erwartete keinen Besuch. Die Visitenkarten für den Tag waren längst sortiert, die Pflichtbesucher abgestattet oder bewusst ignoriert wurden. James hatte die Vorhänge zugezogen, die Kerzen auf dem Kaminsims angezündet und sich mit einem leisen »Gute Nacht, Madame« zurückgezogen. Sie war allein wie so oft. Und doch war diese Einsamkeit an diesem Abend von einer besonderen Qualität. Es war nicht die schneidende Einsamkeit der ersten Trauermonate, auch nicht die sehnsüchtige Einsamkeit der Tage, die ein Brief oder ein Besuch herbeisehnten. Es war eine ruhige, fast melancholische Akzeptanz. Sie dachteten Charlotte natürlich. Charlotte saß wahrscheinlich in ihrem eigenen Salon in Cadogan Square. Vielleicht las sie, vielleicht stickte auch sie, vielleicht lauschte sie auf das Ticken einer ganz ähnlichen Ohr. Captain Lowell war wieder auf See, eine Nachricht war gestern eingetroffen. Die Routinen ihrer getrennten Leben liefen parallel synchronisiert durch den stillen Kalender ihrer Korrespondenz und der seltenen, kostbaren Begegnungen. Die Affäre, wenn man sie denn so nennen wollte, war nie eine Affäre im dramatischen Sinne gewesen. Es hatte keine heimlichen Treffen in Gasthöfen gegeben, keine leidenschaftlichen Geständnisse bei Mitternacht, keine riskanten Fluchtpläne. Es war etwas viel Langsameres, Unaufhaltsameres gewesen. Ein Wachsen von Zuneigung wie das von Efeu an einer Mauer, fast unmerklich von einem Tag zum nächsten das gesamte Gefüge von ihr umschlungen war. Sie war ausgetauscht worden in Blicken über einen überfüllten Ballsaal hinweg, in denen eine ganze Welt von Verständnis lag. Sie war niedergeschrieben worden in Briefen, deren züchtige Worte wie dort scheinendes Papier waren, das das darunter liegende Gefühl erahnen ließ. Sie war ausgedrückt worden in der erlaubten Berührung, unter tanzter Arme bei Spaziergängen, einem Druck, der durch Lagen von Stoff und Konvention hindurch brannte. Es war eine Zuneigung, die in den Ritzen der gesellschaftlich erlaubten weiblichen Intimität lebte, genährt von der Abwesenheit der Männer und der bequemen Blindheit der Welt gegenüber der Tiefe solcher Freundschaften. Die Geschichte endete nicht mit einer Enthüllung, die ihre Welt in Stücke gerissen hätte. Es gab keine tragische Entdeckung durch einen eifersüchtigen Ehemann oder eine empörte Verwandte. Es würde keine Szene in einer Bibliothek geben, keine verzweifelte Flucht in einer Kutsche bei Nacht. Das Drama war nicht ihre Art, ihre Tragödie. Wenn es eine war, war eine der Unterdrückung, nicht der Explosion. Sie lebten in einer Welt, die ihre Gefühle nicht benennen konnte und sie daher nicht anerkennen musste. Diese Welt bot ihnen gleichzeitig den Käfig und den Schutz. Die Geschichte endete also nicht, sie verlangsamte sich nur, trat in eine neue Phase der tröstlichen Gewissheit der Kontinuität. Der Winter würde kommen, das wusste sie. Die Tage würden kurz und grau werden, der Park würde ungemütlich, die Straßen matschig. Charlotte würde vielleicht mit Captain Lowell nach Bath reisen,
Wenn er von seiner Patrouille nach Bath reisen, wenn er von seiner Patrouille zurückkehrte. Es gab Gerüchte über seine Versetzung. Solche Trennungen gehörten zum Rhythmus ihres Lebens. Doch der Briefwechsel würde weitergehen. Die vertrauten Umschläge mit dem Ankersiegel würden weiterhin durch Fletchers diskrete Hände ihren Weg zu ihr finden. Die Haarlocke würde in dem Wordsworth-Band liegen bleiben, die Taschentücher mit dem Säcke würden in ihrer Kommode liegen, der Duft der Marseillais-Seife würden in ihrer Kommode liegen, der Duft der Marseillais-Seife. Diese kleinen alltäglichen Andenken würden die Brücke über die räumliche und zeitliche Trennung schlagen. Das Leben in all seiner schönen, einschläfenden Monotonie würde weitergehen. Es würde weitere Bälle geben, weitere Spaziergänge im Park, weitere einsame Abendessen im Speisezimmer. Es würde die stille Freude geben, Charlottes Handschrift auf einem neuen Brief zu erkennen. Die stille Spannung eines zufälligen Treffens bei Madame Leclerc, die stille Erfüllung eines geflüsterten Gute-Nacht-Grußes während eines gemeinsamen Aufenthalts auf dem Lande. Die Maschinerie der Gesellschaft würde sich unerbittlich weiterdrehen, und sie würden sich in ihr bewegen, zwei Räder in demselben Werk, manchmal nah, manchmal fern, aber immer durch die unsichtbare Achse ihrer Verbundenheit miteinander verbunden. Eleanor lehnte sich in den Sessel zurück und schloss die Augen. Das Knistern des Feuers und das Ticken der Uhr verschmolzen zu einer einzigen, beruhigenden Melodie. Es war die Musik der Kontinuität. Nichts war gelöst, nichts war erreicht. Im konventionellen Sinne. Es gab keine glückliche Vereinigung, keine gesellschaftlich sanktierte Zukunft. Aber es gab diese Stille, diesen Abend und die Gewissheit, dass in einem anderen Haus, in einem anderen Salon, eine andere Frau in einem ähnlichen Sessel saß und auf einem ähnlichen Sessel saß und auf ein ähnliches Feuer starrte, verbunden durch eine Kette von Blicken, Briefen und der erlaubten Berührung untertanzter Arme. Die Zuneigung war nicht weniger real, weil sie nie ausgesprochen wurde. Sie war vielleicht sogar stärker, weil sie in dem widerstandsfähigen, unsichtbaren Stoff des Alltags verwoben war. Der Winter würde kommen, aber nach dem Winter würde der Frühling wiederkehren und mit ihm die Möglichkeit von Spaziergängen im Green Park. Das Leben war kein Roman mit einem klaren Ende. Es war ein langsam fließender Strom von Tagen und Abenden. Und in diesem Strom hatten sie einen stillen, gemeinsamen Ankerplatz gefunden. Sie öffnete die Augen und blickte in die glimmenden Scheite. Die Flamme war kleiner geworden, aber sie brannte noch. Das war genug. Es war alles, was sie je erwartet hatte, und mehr, als sie je zu hoffen gewagt hatte. Der ruhige Abend empfing sie, und der Lauf der Zeit, gemessen im Tick-Tock der Uhr, fühlte sich nicht wie ein Feind an, sondern wie ein stetiger, vertrauter Begleiter auf einem Weg, den sie, zumindest in diesen stillen Stunden, nicht allein ging.